Ist sogar schon runtergeklappt. Mensch, wir waren ja besser vorbereitet als erwartet. Hallo zum sechsten Teil, müsste es sein inzwischen. Von Greedfall 1 bis 5 gibt es dann jetzt auch auf YouTube, beziehungsweise bald. Ein paar laden gerade noch rüber, während wir sprechen. Ähm, Wir wollen heute weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und das muss ich mir nach einer paarwöchigen Pause jetzt auch erstmal wieder anschauen. Das heißt, gehen wir doch gleich mal wieder rein. Ähm, Kurz mal noch ein bisschen hier gucken, dass die Abmischung so war wie früher. Die Frames passen einigermaßen heute. So, hier waren wir. Wollen mal laden. Ich hoffe, ich kriege das alles noch auf die Reihe. Ja, wird schon schief gehen. Wie immer. So, wir waren hier. Was haben wir denn zuletzt getrieben? Geschlossene Quests anzeigen. So. Das hatten wir. Achso, das wollten wir, glaube ich, jetzt dann langsam mal angehen, ne? Die Schlacht der Roten Speere hatten wir gemacht. Genau, da waren wir auf dem Schlachtfeld. Guten Morgen, Game Freak Ike. Schön, dass du auch wieder da bist. Das war die Initialquest. Ach, richtig, wir waren in den Ruinen und haben Konstantin von unserer Entdeckung berichtet. Und als Hauptquest müssen wir uns jetzt mit dem Gouverneur der Brückenallianz treffen. Gut. Dann blenden wir das mal wieder aus. Das sind die laufenden Quests hier. Informiere Ulan über die bevorstehende Ankunft eines Gesandten. Das war mit dem Händlerstamm der Eingeborenen, glaube ich. Das ist die Arena. Und wir müssen die Hauptquest weiter voranschreiten lassen für... Genau, das heißt, ich glaube, wir waren das letzte Mal. Ich versuche mich gerade so langsam zu erinnern. Wieder zurückgekommen mit der Information, dass die wohl bald hier angreifen werden, richtig? So, der Weltmarker schickt uns jetzt zurück nach Ulan für den Gesandten. Okay. So, Steuerung mal kurz wieder in den Kasten kriegen. Normaler Angriff, heftiger Angriff, blocken und ausweichen. Okay, gut. Konnte man nicht irgendwie auch rennen? Ja, genau. Gut, dann rennen wir mal. Der ersten Quest hinterher. Ich guck gerade mal nebenbei in das Streamchen. Hatten wir das hier noch auf niedrig gespeichert? Sieht so aus, ja. Geht das einigermaßen im Stream, ja? Der Walking Simulator. Ansonsten müssen wir wie beim letzten Mal die Cam wieder ausmachen. Aber mehr viel weiter nach unten schrauben kann ich es tatsächlich nicht. Da ja gerade selbst gesehen. Im Moment sieht es okay aus. Gut, in meiner Vorschau ist es nämlich ein bisschen ruckelig, aber das kann sein. So, sag mir bitte Bescheid, Freak Ike, wenn das sich ändern sollte. So, dann haben hier informiere Ulan über die Ankunft und Serene, dann lass uns erstmal die Nebenquest machen. Also ist die Preisfrage, wo genau ist denn das? Wahrscheinlich im Lager. Lasst uns mal reisen. Gruppe würde ich erstmal so lassen. Wie sieht denn mein Tragegewicht aus? Wir haben noch 65 Kilo Platz oder 66, das passt. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Kamen wir denn da runter?
Walking. I'm walking. Oh, hi. Ah, da bin ich jetzt quasi hier oben in diese Höhle reingespawnt. Ja, okay, I see. Ich habe euch doch schon mal getötet. Na gut, ist ein schönes Warm-up. Ich nehme einfach meine Keule. Läuft. So einfach. Okay, im Kampf wird sehr rucklig. Ja, okay. Dann müsst ihr euch von meinem Bild wieder verabschieden. Fürchte ich. Das heißt, ich kann noch mal schauen. Warte. Ob das hilft. Sieht im Moment nicht so aus. Sieht nicht so aus, ne? Dass es was ändert. Oh, gut, dann müssen wir hier eben ganz, ganz traurig das dahingehend anpassen, dass wir hier die Leistung wieder maximieren. Nein, komm, wir wollen doch nicht kämpfen. Es würde ja Leveln gleich kommen. War denn hier der Ausgang? Ich habe mich wieder mal elegant verlaufen. Ich glaube, ich wurde gebufft. Oder geheilt. Oder sowas. Dim, dim. Ah, da lang. Ja, ja, ja. So, rein in die Minen. Dann gehen wir nochmal dort durch die Stadt. Ach, hier lebt ja auch alles wieder. Oh. Gibt es irgendwie eine Schnellreihe-Möglichkeit? Na gut, dann müssen wir hier durch und die ganzen Spaßvögel wieder besiegen. Und ihr habt nochmal die Chance, einen Blick zu schmeißen. Wenn es gar nicht geht, müssen wir sonst entsprechend doch mal was anderes spielen. Wenn es nicht hilft, dann müssen wir uns so helfen. Habe ich das letzte Mal geschaut, ob wir... Fausting ist aktiviert. Wenn wir das deaktivieren, hilft das vielleicht? Ein bisschen. Wieso komme ich denn hier nicht runter? Ich möchte doch hier runter. Erkläre dich, Spiel. Jetzt ruckelt es bei mir allerdings auch gewalttätig. Wir hatten das letzte Mal doch irgendwie in den Griff gekriegt. Seitdem doch eigentlich nichts geändert. So, ich werde jetzt gleich wieder reinladen. Das machen wir mal ausnahmsweise. So, wir machen das mal so und so. Und reisen mal woanders hin. Dann laufen wir nicht so einen riesen Umweg. So. Besser? Fragezeichen. Greetings. My caravan goes through all the cities, and the journey is safe. So, where would you like to go? Ja, Englisch wieder noch. Thank you, but I'll continue on. Gut.
Jetzt ist hier auch ein bisschen smoother. Das ist wieder absolutes Minimum. Interessant. Ja, eigentlich sind wir ja jetzt mit einer, glaube 30, 80 nicht so schlecht ausgestattet, aber na gut. Müssen irgendwann mal gucken, dass wir ein anderes Spiel einfach mal testweise spielen, um zu gucken, ob das dasselbe Problem ist, weil dann müssen wir... Wir sind eben in das Lager gegangen, ne? Das war klug. Gehen wir mal direkt ins Dorf. Dann muss ich mich mal schauen, dass wir entsprechend den Rechner wieder ein bisschen umbauen. So, ach guck mal, da sind wir sogar richtig. Ist das nicht schön? Laufen trotzdem elegant in die falsche Richtung oder so? Ja. Ulan, I see that the governor of Hikmet's emissary is already here. He is. And I am very thankful that you succeeded in organizing this meeting. I am full of hope for the future. We are very grateful as well, Your Excellency. However, if you could leave us, I am sure you can understand that the discussion we are about to have must remain confidential. Naturally. I hope that you will reach an agreement. Na, das war ja gut. Warte draußen ist auch eine tolle Questaufgabe. 2 Stunden. Dann reisen wir mal nach Hause. Dauert zwar länger als 2 Stunden, das ist richtig. Achso. Deserted bieten wir auch gleich die Hilfe an. Jetzt aber erstmal den TED-Hauptquest, den wir uns hier gesucht haben. Jetzt muss ich wieder reisen, oder was? Nee. Da, genau. 280 Meter. Einfach raus aus der Stadt, offensichtlich. Okay. Well, well. Walking Simulator 3000. Auf geht's. Ja, man könnte beispielsweise, Erik, mal testen. Zum Beispiel, ob Battletech eine Option ist. Das haben wir ja gestern mal angespielt zu zweit. Oder ob McWarrior flüssig läuft. Aber mal schauen, mal schauen. So, da lang. Wirklich hier lang? Da geht's doch nicht wieder raus. Schick. Schick, schick, schick. Oder natürlich so Scherze wie Elden Ring oder Neo 2 wollte ich auch immer mal durchspielen. Kann man auch mal machen. Aber da hat man natürlich nicht so viel Entscheidungsgewalt. Das ist dann nur Challenges besiegen. So, läuft es jetzt flüssig? Einigermaßen. Wir werden es am nächsten Kampf lernen. Was genau da von Game Freak klingt lustig. Ich sehe sie genau. So, dann, pass auf, machen wir das mal folgendermaßen. Wir testen die Geschwindigkeit im Kampf, dann kannst du mir nochmal kurz Feedback da lassen. Oh.
Okay, wir werden den Kampf nicht gewinnen, aber wow, alles klar. Das sind mal Räuber von einem anderen Level. Passt. Super. So, dann entklaue ich euch noch mal ganz kurz das Bild, denn dann will ich noch mal einen kleinen Test nebenbei mit einstreuen. Nicht böse sein, aber wir wollen doch eigentlich alle jetzt mit der absoluten minimalsten Grafik das noch mal versuchen. Die Vorschau macht aber jetzt gruselige Dinge. Deswegen bin ich jetzt aufs Feedback gespannt. Sieht hier auch recht schauderhaft aus. Gut. Dann bleibt es bei dem. Und wir versuchen das mit dem nächsten Spiel nochmal. Schön, dass da hinten Gegner stehen, gegen die wir nicht ankommen, aber hier Gegner, die wir einfach weg bursten können. Und tschüss. Too easy. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen die Klasse gewählt, die am leichtesten zu spielen ist. Ich denke mal, mit dem Kämpfer hätte man das doch alles bitte mitnehmen. Danke. Bisschen schwerer. Hier ist wieder eine Karawane, die mich in jede Stadt bringen möchte. Das ist sehr liebensgewürzig. So, jetzt hatte ich ja eben ein paar Vorschläge gemacht. Was haben Warhammer 3 wäre auch noch eine Idee. Irgendeine der riesigen großen Kampagnen, Mortal Empires, wo man dann mit Orks und Zwergen und Menschen und Untoten und Dunkelelfen und Elfen und oh Gott, was es da nicht alles gibt, mal eine Kampagne spielen könnte. Auch das eigentlich nochmal was auf dem Schirm, auf dem Plan steht, mal zu spielen. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ja. Was ist denn mit dir los? Hängst du fest? Ich erlöse dich von deinem Leiden. Anger Management. So. Und den letzten kann man einfach zusammenschlagen. Oh. Ganz einfach und erledigt. Sehr gut. Sehr gut, alles aufgesammelt, weiter geht's. Waren ja noch ein paar Bärchen. Level 12,5. Pathfinder Kingmaker ist auch noch eine Option, fällt mir gerade ein. Das habe ich auch irgendwie 8-mal angefangen, aber nie zu Ende gespielt. Für diejenigen unter euch, die Pen and Paper gerne mögen. Wie ich ja auch. Was liegt denn hier im Baum? Tagebuchseite eines Wanderpredigers. Auf dem Weg nach Osten in Richtung Neu-Serene hörte ich, wie einige Reisende über einen Schatz sprachen, den sie hinter dem einsamen Baum auf der Klippe versteckt haben.
Ich habe Angst, dass diese Leute Verbrecher sein könnten, die diesen Schatz durch Plünderung erbeutet haben. Möge der Erleuchtete mir beistehen. Sag mal, wir kommen doch aus dem Osten, oder? Das sind doch bestimmt hier die Jungs, die uns gerade so hart vermöbelt haben. Möchte ich wetten. Gut zu wissen. Die haben also einen Schatz. Machen wir aber jetzt nicht. Die haben uns hart schon vermöbelt, gerade. Ich bin verwirrt. Aber wo? Ach, da hinten. Ah. Jetzt reisen wir aber ein gutes Stück. Okay. Na dann, machen wir mal. Dich habe ich nicht vergessen, aber wir gehen jetzt mal hier weiter. Gucken mal, ob wir mal was gegen den Malachor tun können. Ja, du machst ja spannende Geräusche, mein Lieber. Okay. Guten Morgen. Guten Tag. Greetings. What can I do for you? Why Über build an diesen. outpost here? Well, we do have to watch over the lands surrounding the city. With the bandits, the beasts, and the natives. We don't have a lot of time to rest, you know. Anything else? Das war jetzt nicht so spannend. Ich dachte, der hat mir irgendwie was zu sagen, aber. Nö. Na, dann gehen wir mal weiter rein Richtung Stadt. Der hat doch eine hübsche Keule hier. Sprinten wir mal ein Ründchen, dass wir hier mal über die lange Fläche kommen. Über den Vorhof zu einer doch großen Stadt, möchte ich sagen. Sieht zumindest so aus. Wir sind auf der Suche nach der Gouverneurin. Ja. Mecker, mecker, mecker. Das nehme ich einfach so rein. Nein. In the name of the Enlightened One, present yourself. Sir de Sardet, emissary of the Congregation of Merchants on Tier 3D. I have come to present my regards to your governor. We have been expecting your visit, Your Excellency. Welcome. May he light your way. Ach ja, das sind die Vögel. Alles klar. Offensichtlich haben die Essen im Überfluss. Hier fliegen einfach ein paar Äpfel rum. Die putzt die Flagge unter Steinen. Auch sehr interessant. Oh, Geld. Und wie das Gesandte so machen, die in einer neuen Stadt so ankommen, die plündern erstmal alle Truhen. Das ist doch einfach, ne? Gutes Benehmen. Tradition. Erstmal überall hingehen und als Händler alles plündern, was man finden kann. Ui, hier ist der große... Ich hätte fast gesagt ein Marktplatz, aber offensichtlich der Ort der Bestrafung? Was zum Henker? Die neue Art der Hexenverbrennung. Do you
Renounce your gods! Answer me. Why? Why are you doing this? Behold your so-called gods. Your demons. They burn. They are nothing. You shed tears for this creature while your heart should be full of joy. Welcoming the light. Forget Wow. pagan foul teachings. Embrace the true faith. You are mad. Renounce your gods! Ja, der ist wahnsinnig. Inquisitor? You! Stop where you are. The pagan stink of these soulless natives taints you. You bring demon-spawned barbarians through our gates. This man just killed some helpless soul in front of our eyes, and he calls us barbarians. Who are you to address with such familiarity? I am the Inquisitor Aloysius, and you will be going nowhere lest your answers give me satisfaction. Do you believe that the God of Light is the one and only God? Nein. Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. If I want to complete my mission, I believe I have no other choice. Diplomacy may seem to you of little import, but I doubt that your governor will be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. You cannot hide from the divinity behind politics. But very well. I leave you in divine hands. So, I shall allow you to continue along your path. I am certain ours will cross again. And be aware that wheresoever you wander, you shall be weighed, measured, and judged. Du auch, mein Freund. Du auch. Und ich glaube, dein Gott wird dir dann nicht helfen. Aber hey, wer bin ich schon? Arme Kreatur. Armer, inzwischen... Ach nee, da ist er ja. Armer Kerl. Hat nichts Falsches getan. Uff. Aber ja, wie war unser Spruch doch die letzten Folgen noch? Ja, wenn wir schon mal Charisma geskillt haben. I wish I'd been given an excuse to put this madman to the sword, but you did well. Congratulations. You are already a great diplomat. It seems to me you're being sarcastic. Me? Oh, my apologies, my lord. It wasn't my intention. Natürlich nicht. Ich kann mir so richtig vorstellen, wer die Augenbraue hochgezogen hat bei dem letzten Satz. Ich? Nein. Sarkasmus. Young man. Pardon me. Are you not part of the new governor's entourage? I'm his cousin, and I'm accompanying him on his mission to Tirfredi. What can I do for you, Father? Bishop Petrus. How divinely fortunate this is. Did you know that I had the honor of meeting you at your uncle's court when you were a child? I would never have imagined that you would grow up to resemble the island natives so closely. The island was yet to be discovered. How could you have known? You haven't lost your clever little tongue. You were always quite a remarkable young boy. I'm on my way to New Serene as an ambassador to the new governor. Do you think there would be room for me to accompany you? The roads are not truly safe.
I must first meet the Mother Cardinal to present my respects on behalf of my cousin. I will accompany you, and then we can take the road together. I'm so happy our paths have crossed once again. Ich traue ihm nicht. Aber gut, soll er mitlatschen. Halte deine Freunde nah, aber deine Feinde noch näher, oder wie war das? Your Eminence, in the name of the Congregation of Merchants, I present my best regards. May the light bless you and accompany you on these grounds with inspired guidance. Eine Frau in der Spitze. We truly wish that this visit will strengthen the ties between our two nations. I learned that you crossed paths with that of Inquisitor Aloysius. I beseech you to forgive his zealous nature. His faith is absolute, and I congratulate you to have appeased him. Your faith and your diplomatic skills honor you. Another subject brings me as well. The Malachor, the horrible blood plague decimating our peoples. A terrible matter that worries us all and reveals our imperfections and sinful nature. For he would never have allowed such an evil to spread without a deeper reason, a fault. Our theologians are certain that the Malachor is the work of a curse, and we have discovered that this island is home to a cult that venerates willfully a horrifying demon. A demon? An evil spirit? It's very strange. Oh, I know no planet worships this sort of troubled spirit. We must unearth this cult and tear it out by its sinister, sinful roots. We started to investigate a village not far from here, where strange happenings have been reported. I have begun investigations, and I confirm that a demon is certainly active in the area. Alas, the population is very secretive, and we have great difficulty gleaning any useful information. But if the congregation would help us in this matter, in other words, if the Malachor troubles your cousin as much as myself, report to His Majesty that the destruction of this pagan cult is the only way to eradicate the plague, and his help in obtaining any information from the natives would be extremely welcomed. Be certain that your message will be transmitted, Mother Cardinal. I look forward to our next encounter. Muss ich den alten Sack mitnehmen? Was ist er denn? Ach, auch ein Magier. Muss ich nicht. Sehr gut. Dann werde ich das auch nicht tun. Da passieren nur Dinge, die wir alle nicht wollen. Ah ja, sie dürfen sie also anbeten. Das Konzept Kirche und Glauben. Na gut. Na gut. Na gut. Ich ziehe raus hier. Nichts wie raus hier. So, raus, raus, raus. So. Was gibt's denn hier? Gibt's noch einen Haufen Krams zu entdecken? Dann lass uns doch mal in unseren Wohnsitz latschen. Da ist ja ein Ausrufezeichen. Sieht schon ziemlich falsch aus, ja. Ist das der Wohnsitz? Offensichtlich nicht. Ah, einmal ums Eck rum. Einmal ums Eck. Oh. Ja, das wissen wir doch schon. Mhm.
Der schmeißt uns einfach was vor die Tür, oder was ist das hier für eine Aktion? Brief des Sekretärs der Botschaft. Eure Exzellenz, eine Gruppe von Einheimischen kam in die Botschaft und bat darum, euch zu sehen. Da sie euch nicht finden konnten, baten sie mich, die Position eines Waldes zu übermitteln, wo sie hofften, auf euch zu treffen. Sie erschienen mir mit Verlaub recht gereizt und angriffslustig, deshalb solltet ihr auf der Hut sein. Mit hochachtungsvollen Grüßen. Meine Neugierde. Hier gibt es noch ein Bett. Gut. In den Innenräumen ruckelt es mal noch so ein bisschen, aber das tut es auch bei mir, obwohl bei mir 120 FPS stehen, die ich nicht auf 60 limitieren kann. Was ich auch wiederum sehr lustig finde. So, wollen wir den Wald erkunden? Ja, wahrscheinlich, ne? Wir gehen jetzt, machen die Nebenquest doch erstmal, oder? Preisfrage ist, wie kommt man jetzt dahin? Hier über den Weg? Oder hier lang? Oder? Achso, hier geht's nur raus aus der Map. Wie kommen wir denn dann da lang? Von innen, wie es aussieht. Oh, diese Truthahn-Geräusche sind mega. Nope. Aus dem Weg. Ich bin ein Desardé. Nope. Nope. Das ist sicherlich so nicht gedacht. Das dachte ich mir schon. Plumps. I'm walking down the path, I'm walking. Ja, das sieht ja gut aus. Let's go. Dann geht's hier wohl lang. Naja, gut, dass wir mindestens Klettern Stufe 1 haben. Halt, hier ist Harz am Baum. Hüpf. Na, wir müssen doch nicht kämpfen, oder? Ja, lauf du mal weg. Also nach links. So, dann wollen wir mal gucken, wer uns hier überfallen möchte. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ich wollte doch sagen. Hallo, du stattliches Tier. Und tschüss, du stattliches Tier. Please, I come because of a message that was sent to me. Wait. This is the Onol Menawi of the Lugay de Blau. The one we wanted to talk to. Korrekt, das bin ich. I came following the instructions you had left the secretary of our embassy, but I wasn't expecting to find you near the corpse of a member of the Ordo Luminis. We were told that there was a man different from the other in Naixe amongst the Lugay de Blau. Someone who sometimes helped our people. Wir haben einen Ruf. This is why we talked to the man in the large house. But we don't really know who you are. My name is Desardé. I'm the legate of the congregation. It means that I am in charge of the diplomacy with the other nations. And yes, I have helped your people a few times. A diplomat is someone who talks, right? Not someone who fights. I know how to fend for myself, if that's your question. But will you tell me why you made me come here? 2 nights ago, we attacked a group of Red Suns who were taking away some of our people.
Many of them fled. But we captured this man, and we made him talk. We wanted to know where they took our brothers. And he talked about a secret camp. Why would the Inquisition take natives to a secret camp? To confuse their minds. They torture them until they renounce the truth and praise the sun. This red sun was mocking us. He said they would burn us, like the others. He had killed some of my brothers, so I killed him. If what you say is true, then indeed, we cannot let the Inquisitors continue. But because you killed him, we can only take your word for it. Maybe not. The Red Sun had a key on him, and also some words sealed in bark. We do not know how to set them free, but the Renaigse do, don't they? The letter ordered this man Ein to join the Brief. escort party of a group of natives. This partly confirms what you told me. Do the words say where the camp is located? No, but the address of the Inquisitor is written. What is an address? This is how we refer to the place we live in. I suppose the key you found is the key to his door. So you can go to his house and look for more words. I suppose so. You must do it, or the suns will keep burning our people. Very well. I will go visit this man's home. I will come back to you if I learn anything more. Hurry. Our brothers may be dying in the meantime. Also zum einen, ne? Praise the Sun. Herzlich willkommen bei Dark Souls. Aber da sind es wenigstens die Guten, nicht so wie hier, wo ich mal wieder das Gefühl habe, das sind wieder die weniger guten Seiten des Glaubens, Go back to town. die hier so ein bisschen hervorstechen. Ja, das Problem ist immer, wenn man diesen Leuten sagt, das, was sie tun, ist nicht in Ordnung, dann endet das eigentlich immer nur auf eine Weise. Und die ist nicht sonderlich gewaltfrei. Auch den Eindruck, den ich von denen jetzt schon wieder hier im Spiel habe, ist doch, dass sie sehr totalitär sind. Ja, also für die gibt es nur die Sonne oder Dunkelheit, aber keine Graubereiche. Und nur ein Cis denkt in nichts als extrem. Das haben wir ja auch schon gelernt vor vielen Jahrhunderten. Gefühlten Jahrhunderten zumindest. Na gut. Mal gespannt, was wir für Möglichkeiten kriegen. Ja. So, ich laufe... Oh, natürlich. Ich habe Glitzertruhen gesehen und bin in die Falle gelaufen. Ist ein bisschen dunkel. Ich erkenne manchmal die Attacken nicht rechtzeitig. Nicht weglaufen. Ach so. Die werden besser hier. Na komm. Come here, my beauty. Shit. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Wo ist der Rest? Sag mal. Flexe wie eine Schlaftablette, oder was?
Reflexe wie eine Schlaftablette. Things are about to get dicey. So. Game Freak Egg. Ich kann die Logik dahinter nicht verstehen. Einen foltern, damit er den Glauben annimmt. Am Ende ist er ein Ungläubiger unter Glaubenden. Ist es nicht schlimmer als vorher? Ja, zumal sie entweder, wenn du in ihren Geist halt wirklich brichst, ja, dann sind sie halt willenlose Marionetten, okay. Die, weiß ich nicht, ob dir das wirklich hilft. Ja. Auf der anderen Seite ähm, ist der Gedankengang dahinter ja einfach, ja, wenn sie nicht mehr denken können, machen sie auch keinen Ärger mehr. Und ich kann tun und lassen, was ich will. Mir geht's gut und wie es dem anderen geht, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache, er tut, was ich sage. In diesen Köpfen ist halt nicht mehr als der Wille, das so zu tun, glaube ich. Oh, von daher, was heißt, ich kann es nicht verstehen? Ich kann es nicht gutheißen zumindest, ne? Ob das schlimmer ist? Naja, wenn er dann wieder, sag ich mal, wenn er wahnsinnig wird, richtet er wahrscheinlich irgendeine Kacke an jedes Mal. Ja, fängt an, wild um sich zu schießen. Oder keine Ahnung, was dann passiert. Ich will es gar nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Aber es ist nie gut. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. So, wir haben einen Schlüssel für die Tür. Also nichts wie rein hier. If other sons come here, they'll burn me. Dann bleibt draußen. Claudius, lass mich dir zu deiner Arbeit und deinem unerschütterlichen Einsatz für unser Bekehrungslager gratulieren. Durch dich und deine Hingabe konnten wir viele Wilde ins Licht führen. Ich hätte fast hinters Licht gelesen. In deiner Truhe in unserem Hauptquartier findest du einige neue Einzelheiten und Anweisungen zur Fortsetzung unserer Mission. Möge der Erleuchtete dich schützen. Inquisitor Honorius. Der Inquisitor This eben letter hieß mentions a anders. secret camp. Apparently our man was involved in its creation. It also talks about a chest he would have had in the quarters of the Order, here in San Mateus. We may find clues there that will allow us to discover the location of the camp. If this chest exists, there must be a key. It has to be here. Let's continue searching. It's a key. Most likely the key to a chest, with the emblem of the Ordo Luminis. I don't think we'll find anything else here. Let's leave and see what this chest contains. Ja, das ist in der Tat wahr. Vielleicht sollten wir Kurt mal mit dem Magier austauschen. Einfach mal, um zu sehen, was passiert. Wenn er gezwungen ist, sich gegen die eigenen zu stellen. Aha. Guten Tag und tschüss. Ich muss weg. Ne, schade. Hey, you. Who are you? And what are you doing in Father Claudius's home? Desade, I'm the legate of the congregation. My colleague has been away for the last few days. May I know exactly what it is about your status as a diplomat that gives you the right to enter his home Ups. in his absence? My status is the reason why the Mother Cardinal asked me to investigate. She wants to know where Father Claudius might have disappeared to. I offered to go to his home to see if I could find some information, hence why I'm here. Really? Well, I find that very strange. Why would the Mother Cardinal ask that some strangers who do not belong to our order try to find him? How would we know? Perhaps you want us to go find her together. I'm sure she'll be delighted to see how you've been treating the representative of one of her allies. That won't be necessary, but know that I am keeping an eye on you. As you wish. I hope I don't see you again, Father. I doubt this sly, bitter man believed your lies. Probably see him again. We should make use of this moment of respite to go visit the quarters of the Order and find the chest there. Let's hope they aren't infested with members of the Inquisition. Die Frage ist jetzt tatsächlich, nehme ich die Eingeborene und den Pater mit? Oder Kurt und und den Pater?
glaube, das Kontroverseste ist tatsächlich, wenn wir die beiden nehmen, ne? Ja, jetzt haben wir beide Konfliktparteien dann mit dabei. Das ist allerdings auch das Pulverfass, was wir dann mitnehmen. Also da haben wir dann TNT einstecken. Wie konnte ich denn jetzt nochmal so? Machen wir doch mal mit dem Pulverfass weiter. Ich finde, das ist eine gute Idee. Vielen Dank für diesen Hinweis. Sind das die Quarters? Ja. Mhm. Scheinbar müssen wir unten suchen, nicht oben, okay. Wo haben wir denn hier? Moment. Moment. Was? Wo ist denn hier ein Point of Interest? Da ist noch eine Tür. Hier sind wir reingekommen. Aha. Claudius, wir hoffen, dass wir auf dich zählen können. Eine neue Fuhre der eingeborenen Ketzer ist auf dem Weg in das Lager. Wir wollen, dass du dich darum kümmerst, die widerspenstigen einheimischen Probanden zu bekehren. Nimm den unauffälligsten Weg, um uns zu treffen. Den Weg, der zwischen den Felsen im Osten der Stadt beginnt und zu der abgelegenen Lichtung führt, auf der wir das Lager errichtet haben. Es ist unerlässlich, dass unsere Bemühungen vorerst geheim bleiben. Möge der Erleuchtete dich schützen. Der Ordo Lumis. Thanks to these documents, we'll be able to show the natives where the conversion camp is, and the times when new prisoner convoys will get there too. I hope the warriors will find a discreet way to set their comrades free. Attacking a camp of the Order could quickly turn into a slaughter for both sides. Oh, er ist nicht mal dagegen. Das lässt natürlich Rückschlüsse ziehen darauf, wie er reagiert hätte, hätten wir ihn direkt mitgehabt, ne? Das hätte er also scheinbar auch nicht in Ordnung gefunden. Ich würde ja eigentlich lieber selber dahin gehen, muss ich sagen. Na gut. Denn wir wissen alle, wie das endet. Aber gut, gehen wir zurück. Jetzt habe ich mich selber eingesperrt. Gut gemacht.
Und seid ihr auch so gespannt, was jetzt passiert? So, did you discover Mhm. anything? I did. Einen I Schritt zu found früh some angehalten. information that should allow you to locate the conversion camp. And I also found a note about a prisoner convoy coming soon. Why come and tell us all of this if your intention is just to betray us? Betray you? How so? You're not the ones this so-called legate betrayed. We are. And that a missionary as eminent as you has helped him, Petrus. I would never have thought it possible. The Ordo Luminis is prepared to start waging a merciless war against the natives, with the sole purpose of converting them in a secret camp which is nothing but a torture room. And you dare to show such disdain towards me? I take it as a compliment. What are you talking about? Are you saying Claudius managed to complete his great conversion camp project? Don't pretend that you did not know. I did not, but now that I do, I will do everything in my power to continue his work. Dann stirb. And the first step will be to eliminate those who would denounce us. The Mother Cardinal focuses too much on politics, when she should be following her faith instead. We will fight these monsters by your side, Onol Menawi. Und tschüss. Jetzt die armen Pawns. Ich verschwinde die nicht. Ich habe Zeit. Wir haben genug Zeit. Warum denn? Es sind doch schon alle kaputt. Thank you. You don't have to thank me. These men were our enemy. The monsters torturing my people. It would be best if nobody in Teleme caught wind of our involvement in this matter. Even True. though the actions of the Order are very questionable, we might be held responsible for these men's deaths. You're right, Father. It would be regrettable if this matter were to put our alliance in jeopardy. Do not worry about it. We won't tell them. And we will make these bodies disappear. Nobody will ever know what happened to them. Except for our Mal, of course. Queen Deirdre will be grateful to you for helping us. I hope this will help our relations in the future. In any case, do not worry about this camp. She will not let our people be imprisoned. She may even ask for your help in destroying it. Perhaps. In the meantime, please give her my regards. Bertir Tumad on all Menawi. And thanks again. What can I do for you, my child? I'll see you later, Father. Take care, my child. Jetzt wäre es schön, mit ihm darüber nochmal reden zu können. Das nächste Spiel muss ich dann auch nochmal in meinen Streams oder gerade für die Aufnahmen auf YouTube dann einrichten. Also so eine Chatbox an der Seite haben. Muss ich auch mal schauen, wie das geht. Aber dafür habe ich ja zwei superfähige Mods, die das bestimmt für mich herausfinden werden und es mir dann sagen. Zwinker, zwinker. Gut, so, dann haben wir jetzt ja immer noch die Möglichkeit, die Kinder von Theophradie zu verfolgen und Vasco zu helfen. Dafür müssen wir zurückreisen. Das würde ich dann über die Schnellreisefunktion im Dorf machen, in der Stadt machen, in meinem Appartement.
Eckert. Machen wir erstmal das hier, ne? Erstmal die Quests immer schön am Limit halten. Ups, erstmal schön gegen die Wand laufen. So muss das. Oh Gott, die sind ja immer noch am Quasseln. Wir werden hier noch richtige Bros, die zwei. So, have you reached an agreement? Our discussions were very fruitful. However, we are faced with a problem. Really? Our peace treaty depends on the ability to exchange freely. And Chief Ulan has warned me that our merchants would be at risk of being attacked by the neighboring clan. Mordoon, the chief of the village of Igugsob, is a Danea Exragao. He is among those who think that the people of your island are only here to take from us. But his village would also benefit from this agreement. If you could convince him to meet us, we could reach an understanding, allowing the caravans to pass through his territory. Without this, I am afraid we would not be able to make a commitment. Peace and trade are linked. If our merchants risk their lives coming here... I am sure that you will manage to convince him that the Renaigse are not all bad. I can try, at least. Adlredar, we will wait here and hope that you will manage to reason with him. Ich weiß nicht, so wie er gesprochen ist, ist auch so ein bisschen. Frage ich mich, ob der was im Schilde führt. Was mehr ist als nur sein eigener Profit. So, ist das denn auf der Map? Nicht so richtig. Gut, na dann. I'm walking. Out of the village. I'm walking. Again, 1000 miles. I'm walking. Oder so ähnlich. Mal links abbiegen. Und dann rechts abbiegen. Genau. Tja. Gute Frage, gute Frage. Was der so im Schilde führt. Na, mal gucken, was das Nachbardorf sagt. Bärchen. Dauert auch nicht mehr lang, bis wir Stufe 13 sind. Da hoch. Das könnte in der Tat schwierig werden, wollte ich gerade sagen. Achso, da hinten ist ein Weg außenrum. Nice. Na klar, durch die Bärchen. Na, tut mir leid. Ihr steht mir im Weg. Jetzt eine Heilerin und 2 Magier dabei. Für den Kampf ist das jetzt nicht unbedingt eine optimale Gruppe. Das wollte ich eigentlich machen. Was war die Pause? Das war die Pause. Wir hatten doch hier... Achso. Kein Mana. Nö. Der ist auch so tot.
Gut. Gewonnen. Tja, wir hatten uns das letzte Mal, ihr erinnert euch vielleicht, so gewundert. Es gibt keine Socke, die Magie benutzt. Außer uns. Löffel ab. Oh, der hat gesessen. Das war nicht das Ziel, das du angreifen solltest. Nein, ein Angriff zu wenig. Okay, gut. Ja. Na, jetzt nimm doch den Loot mit. Interessant, das heißt, du kannst... Ach ja, ich kann zum einen leveln. So, wir waren jetzt auf dem Weg hier unten zu dem Blitzschritt und dann zu dem Sturm, ne? Jetzt hier mehr Damage gab. Schade. So, was hatten wir hier gemacht? Wir waren mal ja voll auf Magie gegangen, ne? Ja, noch ein bisschen mehr Mana, ist doch super. Zack. So, Talente. Wir können nicht noch charismatischer werden, das ist äußerst schade. Ermöglicht dir bestimmte schwierige Passagen zu durchqueren. Erhöht die maximale Munitionskapazität deiner Lebenspunkte sowie Magieregeneration gering außerhalb des Kampfes. Grundlegende Waffen- und Rüstungsverbesserungen zu craften. Orte, an denen du sammeln kannst, sind einfacher zu erkennen. Das hilft mir nur was in Verbindung mit den beiden Sachen Wissenschaft und Handwerk. Und Schloss knacken. Ich schwanke zwischen Schlossknacken und Stärke. Oder Wissenschaft. Was meint ihr? Hm. Ich glaube, wir können uns auch mal einen neuen. Gut. So, jetzt schauen wir mal rüber. Ich hätte Stärke gesagt. Weil so viele Truhen gibt es nicht wirklich. Naja, dann machen wir das mal. Weiß auch noch nicht, was das Beste ist. Wir finden es raus. So, haben wir noch eine neue Keule möglicherweise, die mal ein bisschen besser ist? Hübsch. Nein, wirklich. Ganz schön hässlich. Das kann ich ja eh nicht benutzen. Nö. Nein. Uff. Will ich sowas tragen?
Gut. Dann laufen wir mal weiter. Noch mehr freundliches Tier. Gar nicht nötig, ich habe 2 Frustangriffe. Jetzt habe ich hier noch einen. Und tschüss. Ja, ich bin halt eine Glaskanone. Vor allem wir kriegen so viel Zeugs, mit dem man craften könnte, aber wir sind halt einfach unfähig zu craften. So ist das Leben. Ja, okay. Es hat aus irgendeinem Grund die Quest gewechselt. Interessant. So, dann reisen wir mal 5 Stunden. Wie gesagt, mein Guter, ich mache nur schnell noch die Quest fertig und dann kümmern wir uns auch um dich wieder. Captain von... Ich habe deinen Namen, Schiffsnamen leider wieder vergessen. Wir müssen hier gleich links abbiegen. Ist da ein Lager? Ach, Kinder. Okay. Das war der Blitzschritt. Sieht ja lustig aus. Ah, man muss super schnell doppelklicken, damit er das macht. Okay. Die Macht des Ambassadors wächst. So, die brauchen wir ja hier für unsere Sammelquest. Alle Lager zu aktivieren. Dann machen wir das mal noch schnell. Zack. Ich will eigentlich gar nichts. Ich wollte das nur mal gemacht haben. So. Und dann müssen wir vermutlich da hoch. Jawohl, so sieht's aus. Hier rum. Ich tue tatsächlich, glaube ich, nicht viel, ne? Okay. Na dann los. Auf in den Sumpf. So wie das aussieht. Oder ist das ein normaler Fluss? Ja. Ist ja auch ein Lager, guck mal. Nein, das ist ein Boss. Schönen guten Tag noch. Du kannst... Aber der hat Loot. Es tut mir leid, aber du hast Loot. Ui. Schön, dass meine Hände brennen. Oh. Ja, okay. Ich hätte vielleicht ausweichen sollen. Mein lieber guter Game Freak, du bist ja sehr auf Krieg aus hier. Na gut, ich versuche das nochmal. Ich glaube, der ist doable. Wenn ein bisschen Ressourcen verbrauchen müssen, aber der jetzt für einen Magier nicht so schwierig. Haha!
Das ist natürlich der falsche Trink. Das glaube ich in der Tat auch, dass das ein weibliches Monster ist. Vielleicht mal in der Stadt ein bisschen Nachschub an Drinks kaufen. Ist aber ein ziemlich giftiges Mädchen. Das gab ein Achievement. Töte die Sumpfkreatur. Erinnert mich mal daran, dass wir den Groschengardistenschlüssel gefunden haben. Falscher Knopf. Ich dachte mir, oh wow, das sieht aber auch nicht sonderlich... Also ja, das ist besser als ein Gewand, ist schon klar, aber so... Schwerrüstungsteiltechnisch sieht es dann doch nicht aus. Wenn wir ihn mal trollen und ihm sein ach so tolles Heiligengewand abnehmen. Wenn wir beim nächsten Lager sind, solltest du mich dran erinnern, Freak. Nicht sofort. Das Spiel möchte, dass wir ein paar Level-Ups machen. Ich sehe das schon. Aber man muss halt wirklich sich erstmal durch die Rüstung prügeln. Ja, dann kann ich auch warten. Ah, es kommt ja nochmal Nachschub hier. Ein Tendler. So, haben wir jetzt alle? Wir können ein Fortune an Fällen verdienen, ich sag's euch. Zwei von 5 Lager. Da sind wir im Dorf. Guten Tag. Ich würde gern mit der Häuptling sprechen. Ach, guck mal, die haben Sortierer sogar gezähmt. Nett. Müssen nach oben. Swoosh. I'm walking. Hallo, mein Freund. What are you doing here, Renaigsay? Your kind are not welcome in my village.
What can you tell me about your village? Why would I talk to a Renaik say about the Gooksop? All you need to know is that this name means the village of Black Ulgs. They are our friends and our companions, and like them, we do not like to be disturbed. I see. Anything else? Ulan, the king of Vignamri, wants to establish a trade agreement and sign a peace treaty with the governor of Hikmet. This sounds like something he would do. All he ever thinks about is picking up the crumbs left behind by the Renaigse. All of that in hope of breathing new life into his village, while insulting the memory of the deceased men and women who lived there. Hikmet's emissary will only sign if their merchants can move freely and in peace. They want to meet you. I am not like him. I am a Donea Exregao, a proud man, not a slug. The Renaigse cannot be trusted. They are deceitful and only seek to trap us. Siora sprechen lassen wäre natürlich auch echt schön. Aber eigentlich sind wir doch selber wahnsinnig charismatisch. The Donea Exregao I have met were fearless, and yet you are running away from a mere meeting. By refusing to negotiate, you are only showing weakness, nothing else. Not Freddy. The worst part is that you are right. I cannot refuse this meeting without appearing weak. Fine. I will meet Ulan and his emissary. But I will not go to his village. Tell them to find me at Landristel. I will be there in a few hours. I will tell them right away. Thank you, Mordun. You really know how to talk to people. I never thought you would be able to convince Mordun. His anger towards the Renaigse is so strong. Tja, ich habe da halt auch so ein Zeichen im Bart. Oder vielleicht Charisma, das gilt. Ich weiß auch nicht. Halt, warte mal, hier war doch eben irgendwo so ein Schnellreisestern. Stein, Stumm. Dann müsste man nicht wieder die ganzen Tierchen bekämpfen. Sinnlos irgendwas abmetzeln ist eigentlich nicht Sinn dieses Spiels gefühlt. Man verbringt wirklich sehr viel Zeit mit Laufen. Mordun is willing to meet you at Lanristel to sign a peace treaty. You really are an accomplished negotiator and diplomat, Your Excellency. I knew you would succeed. Thanks to you, the whole region will be at peace. Do you know where this place is, Ulan? Of course. In our language, Lanristel means Glade of Promises. It is a sacred place, one whose peacefulness must be respected. It bodes well. In that case, we should go there at once. Yes. I will follow you. Come back to see me soon. And if luck is on our side, we will celebrate peace together. Ulan is acting strangely. I do not trust him. We should consider departing for Lanristel and see what's happening there. And if we want to see this encounter, we should leave now. Oh. Timely pressure. Run by run. Rennen! Sprint Cup Series. Nicht verlaufen. Na, ich könnte
Du könntest recht haben. Warum habe ich das Gefühl, dass es auf der Lichtung nicht so friedlich sein wird? Der gute Game Freak Ike hat Spinnensinne, würde ich sagen. Sag mal. Die Jungs da hinten habe ich ja so eine richtige Abneigung. Das war's schon? Oh, das war ja easy. Gold. Alte, braune. Brigantine. Brauchen wir wieder mehr Ausdauer für, als wir haben. Ist nix wie hoch da. Das war klar. Adloredar, thank you for coming. You saved me. Dadakar Ulan. I should have known he would betray us both. My men are dead, and now I am injured. He achieved exactly what he wanted in the end. I will have to join another clan if I do not want my whole village to suffer the consequences of my defeat. I'm sorry, Mordoon. I really am. You were deceived, just like I was. Sometimes, among the stones, there can be snakes. Farewell, Bon Olmanawi. And do not let yourself be betrayed again. Können wir dem Ulan dann jetzt ins Gesicht geben, oder? Ich hab ja gesagt, er ist shady, der Boy. Ich hab's euch gesagt. So, gucken, ob wir mir jetzt noch auf die Nase geben dürfen dafür. Wahrscheinlich wird uns das Spiel das nicht erlauben. Ich bin doch eine sehr rachsüchtige Persönlichkeit. Wenn man mich einmal verrät, vergesse ich das nie. So einfach geht's schon mal nicht. Traitor! This meeting was meant to establish peace, and yet you have exclusively sent armed men. Mordoon was a Denea ex-Regao. He would have never accepted an agreement with the Renaig Say. He would have endlessly attacked our merchants and our allies' caravans. We had to protect ourselves if we were to make these exchanges possible. So we did. By lying and manipulating me. I am sorry, but I was unsure that you would agree to help us if I told you the truth. I understand your anger, but keep in mind that we are now at peace, thanks to you. You are now a Karans of Ignamri, and should you seek it, you will always have our assistance. Stimmt. Anything else? Nothing. I must go.
Meine Begeisterung hält sich in den Grenzen, muss ich sagen. Okay, damit ist die Questreihe aber auch abgeschlossen, wie es aussieht. Dann gucken wir uns jetzt mal den guten Desardé an. Glad to see you, my friend. I intend to prove to the Admiral that I De fully Vasco meinte ich identify as natürlich. not once more. Without regrets, I will have to go through a test of loyalty. It will certainly be dangerous, but with your help, I am convinced that I will succeed. So, shall we go and see her? With pleasure. Let's see what adventure she has in store for us. Ihn lassen wir zurück. Oder wollen wir wieder Vasco und Kurt mitnehmen und die beide zurücklassen? Das, glaube ich, wäre meine favorisierte Sache. So. Was meint ihr? Sehr gut. Dann mal los. So, wo ist denn der Auftrag? Der ist auf der Karte, das ist gut. Ah ja, davon. Hier hat jeder mal Geschenke zurückgelassen für mich. Ich würde mal kurz bei dem Händler hier vorne halten. Und mal den ganzen Kladderadatsch wieder verkaufen. Ne, hier war doch. Warte mal. Hier. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Guten Have you Abend. seen anything to your liking? What might I help you with? Ui, gibt's ein paar schöne Waffen haben wir dabei. Den da können wir aber, glaube ich, entfernen. Und den da. Vor allen Dingen diesen ganzen Kladderadatsch. Und diesen ganzen Kladderadatsch. Schick. Ui. Hm. Ein Kapitänshut. Das sieht auch schick aus. Dann rüsten wir uns mal mit den Sachen ein bisschen aus, dass wir hier nochmal einen kleinen Boost bekommen. 15 Mana Sekunde, sehr schön. So. Ach, man zieht das doch gleich alles an. Das ist ja praktisch. Jetzt haben wir nochmal einen schicken Schadensboost erhalten. Ich würde sagen, wir sehen fancy aus. Dann können wir mal gucken, ob wir ihm...
So, wir haben Kurt ganz vergessen. Wir könnten eigentlich unserem besten Kumpel auch mal neue Ausrüstung kaufen. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Ich glaube, ja, das... So, hatten wir eins bekommen? Ein Feuerschwert? Thank you for your visit. See you soon. Ziemlich fetten Hammer haben wir bekommen. Aber ich glaube, eine große Zweihandwaffe hatten wir gar nicht für ihn. 245 Schaden, das merken wir uns. Ja, aber dann müssen wir wieder in das Eingeborenen-Dorf, so, weil nur die sowas haben. Jo. Was? Oh, dann müssen wir noch ein bisschen was verkaufen. Hm. ...293. ...293, ernsthaft, ein Gold. Thank you for your visit. See you soon. Ah, da ist er gar nicht gut genug für. Jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben für nix. Na gut. Wir sind ausgerüstet für unser neues Abenteuer. Dann wollen wir doch mal mit ihr sprechen. What can I do for you? Captain Vasco, I'm glad to see you again. Did you profit from your time on land? I did, Admiral. That's why I've come to see you. You want me to entrust you with a loyalty mission? Indeed. Very well. A short time ago, we lost one of our ships near the island. The reputation of the Norts suffered from it. I have heard about it. An incomprehensible sinking which fueled numerous rumors. We cannot let the land dwellers think we are losing the sea. So I need someone to investigate and restore our reputation. At your orders, Admiral, and with pleasure. The shipwreck is stranded on the shore, southwest of the island, not far from Xavier. Thank you, Admiral. I'm counting on you, Captain Vasco. Na dann. Da müssen wir wieder reisen. Ein Flugbesuch. Ein Flugbesuch. Musst du schon wieder nach draußen mit der Mama? Mhm. Halt, laufe ich wieder in die falsche Richtung. Elegant. Ganz elegant. Hast du dich jetzt hier hingepflanzt? Okay. Ja, dann bleib mal liegen. Einfach an Ort und Stelle die Beine nachgegeben und ihn gepflanzt.
war ein ziemlich hohes Bling Bling. Auf geht's raus. Schauen wir uns die neue Map mal an. Gut. Noch mehr Loot. Los geht's. Da müssen wir hin, okay. Das ist ein Fuchs. Ach so, das sind die Jungs, mit denen wir uns eben schon nicht unbedingt anlegen wollten. Na gut. Lul. Gut, wir haben überlebt. Das ist alles, was zählt. Nice Kill. Was? Na los, pack die Waffen weg. So. Na dann mal nichts wie hin zum Ufer. Ja, gut. Ich habe vergessen, die Tränke nachzufüllen, weil das Geld dann schon alle war. Fällt mir gerade auf. Naja. Keiner gesehen. Verdammt, das war zu früh. Bum, bum, bum. Seid ihr zufrieden? Hätte ein bisschen schneller hinter mir hergeschlichen, hätte das nicht sein müssen. Naja, mehr XP für mich. Was soll's. Oh. Okay. Hier ist noch so ein Dorf. Wir wollen nur hier durch. Ach, ich verlaufe mich aber auch immer sehr professionell. Das waren nicht die Dinger, die nochmal einen Fertigkeitspunkt geben? Na gut. Bis hier lang.
Das singende Gewässer. Schöner Name. Oh, Flattertiere. Jungs, Problem gelöst. Eisen. Und nun sollten wir doch langsam uns dem Wrack nähern. Ja, das müsste der richtige Weg sein. Gut. Ups. Hat ja lange gedauert, dass sie den letzten Schlag machen. Gut, ganz wieder klein. Viel, ganz, 1, 2, 3. Wieder viel, ganz viel Kleinzeug eingesammelt. Das sieht doch verdächtig nach einheimischem Zeugs aus. Hübsch. Ganz viel Eisenerz. Nimm's doch bitte auch mit, junger Mann. Dankeschön. Na, was ist denn hier? Ja, Kisten und Co. Ganz schön verzweigt. Okay, dann gehen wir mal auf Erkundungstour. Das ist kein Nord und der wurde ermordet. Das ist auch keiner der Einheimischen. Also er hat keine Tattoos auf dem Gesicht. Also es ist kein Naute. Dann muss er von uns sein, von der Händler-Dingsbums-Geschichte. Aha. So. Hallo. Eine Fledermaus zu Boden geworfen. Bitte machen wir einen Damage. Oh. Okay.
Das war mal ein Damage. Ja, könnte auch diese andere Gilde die Probleme macht sein, wie der Game Freak Guy sagt. Schön, ja, gut möglich. Da sieht man sie sogar von der Decke hängen, wenn man es weiß. Safe coming. Bit of poison on my blade. And let's go! Move away. Things are about to get dicey. Let's see if you can ward off this fate. Alter. Ich bin für das Tier einfach ein Two-Hit. Das ist natürlich schlecht. Ist schön, wie die beiden dann herkommen und mich angucken und sagen, oh, bist du tot? Ja, das ist ja unpraktisch. Bit of poison on my blade. And let's go! Move away. Things are about to get dicey. So, jetzt zu dir, Boss. Easy. It's dead. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft? Gucken, ob da noch schwerere Aufgaben auf uns warten oder ob es die Monster waren, die hier. Die sind aber ganz schön schwer gerüstet für Piraten, findest du nicht? Look, there it is. I didn't think your ships could break like this. Interessant, dass hier ein Werktisch rumsteht nochmal. Naja. Sieht überhaupt nicht verdächtig nach etwas aus, was es bestimmt auch ist. Auf geht's, ihr zwei. Viele, viele Monster. The corpses are chained up. These beasts were captive. Could they have died during the sinking? I don't think so. They don't seem to have drowned. Something bigger slaughtered them with no effort at all.
Was wird das wohl sein? Ne, ich glaube, ich habe es gerade gefunden. Hi. Ja, das sind laut. Diese Tattoos auf der Seite. Schöne Bilder. Sie mitgehabt. It looks like an enormous cage. But look. It's been broken. Is this ringing any bells for anyone else? Mhm. Oh ja. Na, er hat irgendwie wieder so ein Vieh. And given the way that the wood is broken, it came from the inside. Damn it. What happened here? There are scratch marks almost everywhere on the wood, but they do not look like the marks a reef would make. This ship was apparently carrying creatures from the island. The largest one managed to escape and made a hole in the hull as it tried to run away, just like in Serene. The sailors didn't stand a chance. The Admiral will not be satisfied with our deductions. She will want concrete proof. Let's keep searching. Muss ich nicht. Ich sehe das Ergebnis schon. Hi. Na, dein Geglendman. Ach, das sieht doch aus wie das Ding auf der Lichtung. Ja, macht doch den gleichen Schaden. Ja. Ich habe meine Ausdauerleiste schon im Griff. Alles gut. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen Schaden machen. Wie wäre das? Bam, bam, bam. No. Schlecht. Bin ich gar nicht. Also blocken kann man den Angriff nicht. Dann pumpen wir uns halt wieder mit Drogen voll.
Frage ist, ob die zwei mir wirklich so viel geholfen haben, dass ich dafür jetzt Potions einsetzen muss. Na, Frage hat sich gerade erledigt. Diesmal machen wir es besser, Jungs. Ich bin so weit weg. Upsi-dupsi. Okay. Es hat mal wieder eine Challenge, das Game. Na, nun gehen wir es doch mal an. Heiler haben wir nicht dabei. Hä? Ich hab doch geblockt, aber zu spät. Okay. Gut, gut. Dann werden wir unsere Tränke wohl einsetzen müssen. Die ganzen Fallen kann ich wohl gar nicht einsetzen. Hm. Ach, shit.
You're running out of energy. Drink a potion. Das Problem ist, dass ich gar nicht genug Tränke habe, um den einfach wegzubürsten damit. Glück gehabt. Ich habe gerade auf die Lebensleiste geguckt. Sag mal. Ich musste da, glaube ich, reindashen. Ne? Das war die Lösung des Problems. Okay. So, das war das erste Drittel. Na, wann gehst du denn das erste? Upsala. Trinken! Das war's. Gut. Läuft doch schon fast gut. Brrr. Wieso hat er denn jetzt nicht gedodged?
Oh. Oh je. Was ist denn los, mein Schatz? Musst du auf die Toilette? Oh? Die Mama nicht mit dir am rausgehen? Hm? Oh. 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 Kleine Hundepause. Moment. Du. So, ja. Ist ein kleines Schluff an meiner Seite. Nachteil, wenn die Kamera nicht läuft, ich kann es euch nicht zeigen. Ja, mein Großer. Ich nehme dir die mal weg, dass du den nicht umschubsen kannst, ne? Die Mama geht jetzt gleich mit dir spazieren. Ja. Einmal durchkrauen. Ich muss mich dem Boss widmen, Schatz, sonst bringt er uns alle um. Mhm. Mein Großer. Ja. Ich darf nicht aufhören zu krauen. Doch, ich muss. Ich muss, mein Großer. Ich muss. Und du musst mir bitte. Geh mal bitte. Oh, du stehst auf meinem Kabel. Da verlangt aber jemand nach Liebe und Aufmerksamkeit hier. Hm? Wir kuscheln später, Schatz. Geh mal zur Mama. So. Wir versuchen hier zu überleben. Das war close. Gut. Fokus. Es geht. Frisst aber auch richtig übel. Mann, jetzt fall doch mal um. Haha. Und jetzt stehen sie wieder neben mir, als hätten sie die ganze Zeit fleißig mitgekämpft. So, war's das?
Nein, wir müssen noch in die Ecke. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Tagebuch des Hauptmanns der Oriflamme. Endlich ist es uns gelungen, die uns anvertrauten Kreaturen an Bord zu bringen, nachdem wir ihnen die Tränke der Alchemisten gegeben haben. Die größte von ihnen ist furchterregend, selbst wenn sie schläft. Ich habe veranlasst, dass sie angekettet und in einen Käfig gesperrt wird. Offensichtlich nicht gut genug. Heute Nacht setzen wir die Segel. Das Wetter ist ruhig, die Überfahrt sollte ereignislos sein. Die Besatzung beklagt sich über die Anwesenheit dieser Kreaturen an Bord. Die größte von ihnen begann sich wieder zu bewegen, trotz allem, was wir ihr verabreicht haben. Die gigantische Bestie ist aufgewacht. Sie schreit vor Wut. Unter diesen Bedingungen werden wir es niemals zurück zum Kontinent schaffen. Wir kehren zur Insel zurück und hoffen, dass der Käfig bis dahin hält. Die Bestie ist so unruhig und bewegt sich so sehr, dass wir kaum segeln können. Wir können die Küste vom Ausguck aus schon sehen. Ich hoffe, dass wir es rechtzeitig dorthin schaffen, bevor die Bestie... All the clues seem to corroborate the captain's journal. This is the same thing that happened at the harbor in Serene. The Guardian who was locked up on the boat freed itself and ripped apart the hull of the boat to get out. Yes, and my brothers had no means of saving their lives or the ship, alas. Let's go back and explain this to the Admiral. The captain's journal will serve as proof. Ja, naja, gut, okay. Nicht so gut, aber wir wissen erstmal Bescheid. Nee, Kurzreisen gab es ja nicht, also Kommando zurück. Die lernen es aber auch nicht, oder? Nee, ich habe nicht so das Gefühl. Wenn wir schon mal da sind. Hier sieht man das Wrack nochmal von oben. Tja, sie lernen es aber auch nicht. Das ist ein gut zusammengefasster Satz. Viel interessanter ist doch die Frage, was sie mit den Kreaturen vorhaben. Ich meine, wenn sie sie nur sezieren wollten, könnten sie sie ja hier umbringen. Dafür müssten sie sie nicht lebend verschiffen. Also, was haben sie vor? Krude Experimente bestimmt. Tja, weiß nicht, was wir davon halten wollen. Was wollen wir denn davon halten, sagt mal. Guten Tag. Ich will doch reisen. Ich will hier nicht um mich zaubern. Gehen wir gleich ins Hafenviertel. Oder Haustiere für Adelige mit fragwürdigem Geschmack. Ja, das vielleicht auch. Auch eine Option, ja. So. Kommandeurin.
Desarde, what can I do for you? Oh, für mich gar nichts. Regarding the mission you entrusted Captain Vasco with. We have come to give our conclusions. I'm listening. We examined the shipwreck and the surrounding area. A creature they carried on board managed to set itself free. An enormous beast. It made a hole in the hull and caused the sinking. We could only find dead bodies. Alas, I was expecting it. May the sea be their shroud. We shall not forget them. Did you find anything? The captain's journal tells the tale of the ship from their departure to the sinking. Thank you, Vasco. It seems that the potions of the Alliance failed us once more. And rest assured, we will never transport another one of those creatures. They are too dangerous for our ships. Finally. Our honor is safe, thanks to you. You have proven your loyalty, and you have regained my trust. What you have achieved for us all deserves to be a part of your history, Vasco. I will send someone to tell the tattooist. He'll be waiting for you. Level up. Also für ihn. Begleite Vasco zum Tätowierer. Na dann. Applaus, die erste vernünftige Entscheidung, sagte der Gamefree Guide. Ja, ja. Ja. I have come to receive my tattoo. The Admiral should have informed you. Indeed, Captain. Congratulations. Well, take a seat. You know the drill. What do you think about it? I feel more naught than ever. Great. Congratulations, Vasco. Tja, so wie kleine 16-jährige Mädels, denen man ein Tattoo erlaubt hat. Die freuen sich ja auch. Was? Okay, nice. Level up für Vasco. Er weiß, wofür es gut ist, aber er freut sich. Das ist gut. Das ist immer gut. So. Sind wir denn jetzt schon wieder so weit, dass wir quasi... Ja. Uns der Hauptquest widmen können. Und da müssen wir zu Konstantin. Na dann los. Halt, wir wollten noch Tränke kaufen. Ja. So, wir müssen erstmal ein bisschen was an Kladderadatsch loswerden, damit wir wieder Geld kriegen. Da ich jetzt gelernt habe, dass wir die Fallen sowieso alle nicht benutzen können, können wir die schon mal wegmachen. So. Kaufen. Gibt es nicht die normalen Magietränke? Ne? Doch, hier. So. Na, ich bin ja toll. So. Gut. Und jetzt geht's weiter. Da wollte ich lang. Mal gucken, wie es unserem Vetter geht, ob er noch kränker aussieht als die letzten Male schon. Es ist auf jeden Fall dunkler hier drin geworden.
dear cousin. Jetzt hat er schon Come dunkle closer and Augen. Tell me what brings you. Jawohl. Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. Seht ihr den Mund und die Augen? Er hat schwarze Augen und so einen richtig getrockneten Mund. Irgendwas stimmt nicht. Tell me then, was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. I would not have allowed anything bad to happen to him, Your Highness. Oh, it's just us here, Kurt. Why not continue to call me by my given name? Carry on with your story, cousin. I'm impatient to know what secrets our illustrious neighbors have discovered. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be a result of a curse. A curse cast by a demon. An evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my son. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place, but they're unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Taleme hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Taleme and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on his investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my son. Thank you. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. I've been thinking about this story of the ruins, about the secret of my father. I want to discover what he is hiding. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You're thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? Are you liking your new role as a governor? How does it feel? Honestly, once the thrill of the first few days is over, it's boring. I receive delegations from everywhere. They arrive with their arms full of presents to make me sign some agreements. Most of them take me for a fool, who will be easily convinced by some silver trinket. I would love to simply brush them all off and work on some real projects. I have so many ideas to make this city, this island, truly amazing. How are relations with our allies? Oh, they bow and scrape, and they regularly assure me of their unwavering friendship, so that they can better try to convince me to embrace their point of view, and only theirs. Taleme wants to convert me, and the Alliance assures me that only they will allow us to benefit from progress. They're a bunch of old foxes, but they take me for a young, brainless rabbit. The only thing they really want is to increase their influence on this island. With our help,
I'm going to leave now. Goodbye, Konstantin. Look out for yourself. Ich bleibe dabei, jedes Mal, wenn wir an der Hauptquest ein Stück Fortschritt machen, sieht der Junge kranker aus. Kann mir nicht helfen. Jetzt gerade hat er schon so verdächtig gehustet. Da stimmt doch was nicht. Er hat wahrscheinlich dieses Malachor. Wir sehen so ein bisschen den Krankheitsverlauf. Ich würde sagen, wir gehen da das vor Ort ist erstmal runter zur Admiralin nochmal. Diesmal in eigener Sache. Und dann widmen wir uns mal den anderen Aufgaben. Bin gespannt, was das Ende vom Lied ist. Desarde, what can I do for you? I've explored many ruins on this island, ruins that after careful scrutiny were built by the congregation. In one of them we found a journal that made reference to your guild. This document, as are the buildings, date much further back than the arrival of the Bridge Alliance a decade ago. These discoveries raise a good many questions, questions that my cousin would like you to answer. I understand. All the same, we are in a difficult situation. We are bound by the pact. I could eventually overlook these engagements if you would perform a service. Commander Fernando, who holds the port of San Mateus, has problems with certain members of Teleme. The bishop that accompanies you on occasion could without a doubt tell you more. I won't hesitate to speak to him about it. Solve these problems, and I will reconsider the validity of the pact. I will answer your questions. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. Na gut, machen wir, oder? Schauen wir doch mal, was sie uns zu erzählen hat. I'm running again. Wo ist er? Ah, da. Ah, my child, I'm happy that you are here. I've had an idea that I wish to present to you. Please do. I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatically skilled. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing with her and would like to give him a few weapons. What do you have in mind? Diplomacy is not only a matter of formal encounters and choreographed etiquette. If we had the means to action more personal leverage, the Mother Cardinal could not manipulate your cousin. How could we ever find anything of that sort? Everyone has nasty little secrets, my child. It's our task to discover Cornelia's. Was hast du davon? Was hast du davon? Willst du sie absägen? Du bist doch nicht wirklich ein Freund von uns. Very well. Let's go and discover what the governor would rather keep hidden from the world. Excellent. How would you like to go about this? We must search her apartments in St. Mateus. They'll be guarded, of course. But if we are discreet, that shouldn't be a problem. This is taking quite a risk. The congregation's reputation could suffer if we're caught, and my cousin's position would be weakened. I know. But keep in mind that I know the palace extremely well.
And if we want to be sure to pass without being noticed, we need only dress ourselves up as servants. That would improve our chances. Well, let's do it. Der Einzige, der das unauffällig mittun kann, wäre dann er, weil Tattoos im Gesicht und kleines, naja, halt, ne, Eingeborene. Okay. Ist das denn jetzt auch die Aufgabe, die gemeint war? Nicht wirklich, ne? What can I do for you, my child? I had a meeting with Admiral Cabral concerning what we found in those ruins. She said she was bound by a pact that kept her from answering questions on the subject. The Nauts are nothing more than mercenaries of the oceans. I suppose that she wants something in exchange. Effectively. She told me that her men posted at San Mateus met with some problems, and she advised me to speak to you. Does that make sense? I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who. A few of our zealous brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Ptolemy, and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Nauts. We will need to speak with those on Ptolemy lands. And of course, seek out the Bishop Domitius. I'll see you later, Father. Take care, my child. Dann gehen wir doch erstmal hier hin. Oh, beide Quests am selben Ort. Wie praktisch. Ach so, never mind. Ich bin elegant wieder straight in eine Sackgasse gelaufen. Ich habe da richtig Talent für, glaube ich. Wo kommt ihr denn jetzt her? Noch muss ich mich ja gar nicht umziehen. Hello, sir. You are from the congregation, are you not? Indeed. De Sardet. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Mit den Extremisten ist auch schön. Been having problems with a few citizens of Ptolemy. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah, I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me? Then two of my men up and disappeared, and I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so.
Find my men. I implore you. More questions? Thanks. I've got everything I need. It would appear that the Ordo Luminous has been up to mischief again. Their foolish zealousness has been causing us a lot of problems. If we let them, they burn the entire world and leave it to the enlightened to sort out the good from the bad. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades have also disappeared, they may be able to give us some information. Du vielleicht? Good day. I'm looking for several sailors. Some naughts that disappeared a few days ago. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the Mage Inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves, especially eyeing all that the Knots are up to. And what do these Mage Inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. We cannot question all the Inquisitors roaming around the island. Das ist wohl wahr. Good day. I'm looking for two men, Naughts, that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why? As a matter of fact, I do. 3 or 4 days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor, a nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment to... you can imagine. And well, he never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that is where we should go. If we find Inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. True. Ist ja ein gutes Stück weg, die Taverne. Na, da wollen wir mal hinlatschen. Hör doch mal auf, gegen den Heulbein zu laufen. Lass mich raten. Ich renn wieder in eine Sackgasse? Nee. Come closer. Don't hesitate. All of our products are a blessing from the Enlightened. We supply the Mother Cardinal. Ach, Mann. Ach, hier sind wir wieder. Praise the sun. Approaching the tavern. If we're discreet, we should be able to eavesdrop on a conversation. Dann war doch mal diskret. When are we going to act? Our men are twiddling their thumbs, and that's bad for their morale. Let's not even speak about the guards at the prison. Who likes having clandestine prisoners in their jails? You are impatient. We haven't been Der able schon to get wieder. out of them what we need to hear, but it won't be long. Then we can act and launch the grand purification of the Naughts. While waiting, keep your men on a leash, especially those in the jails. If the
Mother Cardinal learns that you are detaining Nutz in a cell in your barracks. We'll be in muddy waters. But then you will too. No need to remind me. They're gone. May the Enlightened forgive them for their foolishness. We must set these Norks free from the coin's jails as soon as possible. This could cause a major diplomatic incident if it came to light. As for this purification, I'm afraid we'll have to act fast, my child. Yep. Auch wenn ich dieses mein Kind ein bisschen anstrengend finde, aber gut. Im Ganzen und Großen oder im Großen und Ganzen hat er ja recht. Und das wird nicht friedlich abgehen. Das habe ich mir eben auch schon gedacht, weil das wieder so ein Zwischenfall ist zwischen den beiden, ne? Naja. Holen wir mal dazu. Könnte uns Gesprächsoptionen eröffnen, die wir aufgrund von Charisma eh nicht nutzen, aber hey! Halt. Erst Treppen runter, Treppen hoch, um dann wieder Treppen runter ins Gefängnis zu gehen. Ach so, nee, ich will den doch gar nicht befragen. Warte mal. Ich bin doof. Holt mich hier raus. Ich hätte mich schon gewundert. All of our products are a blessing from the Enlightened. Wait. Sind im falschen. Sind im falschen. Warte mal, was? Ich glaube, wir sind im falschen Gebäude. Moment. Ups. Ich bin verwirrt. Warum sieht die Kaserne genauso aus wie die in unserer Stadt? War wohl derselbe Bauplan. Hier sitzt doch in der anderen Stadt der Arzt und hier ist die Leiche drin. Sehr lustig. Halt! You have no authority to go any further. And if I gave you this, so that you might go and have a little fun? In that case, I could certainly look the other way for a while, but be discreet.
Thank you. Thank you for getting us out of there. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness. They spoke of a great purification. And after that, they did this to us. It doesn't bode well. Not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification, before they can execute their plan. We should go see this Domitius after all. What he will tell us may help us understand. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Also, von einem Verrückten müsste man lieber schneller als später ins Handwerk legen, aber gut, dann finden wir halt erstmal Beweise. Ich hoffe, wir sind schnell genug. Ist ja eine Überraschung, dass wir nach dem immer diese Straßenschläger hier. Priesterhandschuhe, siehst du? Ja, genau das wollte ich. Was eine Überraschung, dass die vor der Tür auf uns gewartet haben. Und sich jemand auf Fehlspuren. Ich habe da so eine Ahnung, wer. Ist die Quest jetzt vorbei? Sieht so aus. Okay. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen mehr erwartet, dass es jetzt noch weitergeht. Aber gut, okay. Dann bin ich jetzt verwirrt, wie man sieht. Dann gehen wir mal mit dem Bischof sprechen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Crazy. Crazy.
Ach, guck mal, der steht direkt daneben. Ah, Your Excellency. The Enlightened must have sent you. I would like to ask a favor of you. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Did you? We did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us. All the more so because we discovered some tablets there, which were engraved by our founder. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try and retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Dann sprechen wir mal mit ihm. What do you want from me, my son? Oh Gott. Sir de Sardet, emissary of the congregation. Ah, the congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminous on the island. What can I do for you? I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my son. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive, and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Naut suffering from the Blood Plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses in the port. What a nest of absurdities. What other reaction would you expect from those responsible for the curse that afflicts us? Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Eigentlich sagt das doch was ganz anderes aus. Wenn jemand oder wenn eine Gruppe von Leuten, die etwas Bestimmtes tun, einer Krankheit verschont werden, dann sind sie nicht automatisch derjenige, der es ausgelöst hat. Aber sie sind vielleicht der Schlüssel zur Lösung des Problems. Vielleicht sind sie auch durch die lange Zeit aus der See immun dagegen. Oder durch ihre ach so tollen Rituale, was auch immer das ist. Aber sie deswegen gleich schuldig zu machen, ist möglich, aber fragwürdig. Zumindest wenn sie einfach nur das so ins Blaue hineinfangen. Bei zu viel Bier irgendeine Idee gesponnen. Gut. Durchsucht die Räumlichkeiten. Ja, wenn wir einmal da sind. Komm. Achso, nee, ich habe keinen Kardinalsanzug, oder? Habe ich was Kardinalisches zum Anziehen?
Das war doch hier diese rote Sonne, ne? Nee, haben wir nicht. Da müssen wir uns erstmal was besorgen. Warte mal. Müssen wir uns mal kurz was besorgen. Zum Beispiel das hier. Pass auf, zieh das mal kurz aus, bitte. Shit. Ich fand die Idee nicht schlecht. Hat nur nicht funktioniert. Gut, darfst du wieder anziehen. Hast Glück gehabt. Was ist da? Müssen wir was Eigenes besorgen. Er sucht nur einen Grund. Ja, ja, natürlich. Er sucht nur einen Grund, Ärger zu machen. Sich wichtig zu machen. Das ist alles schon klar. Aber ich habe ihn einfach nur mit Logik schon entwaffnet. Das ist der Punkt. Come closer. Don't hesitate. Welcome to the best. Hey, guck mal. Der Alchemist. Ich habe noch nicht mentale Kraft 3, das heißt, ich kann den nicht mal tragen. Der Ordnungssäbel. Sehr nice. Oh, dann haben wir ein Problem. Weil die kann ich nicht tragen. Goodbye. May the enlightened always keep you in his divine blessing. Dann wird das jetzt eine interessante Aktion. Wo sind die Räumlichkeiten des Kardinals? Offensichtlich oben. Gut. Entschuldigung. Tschüss. Haha. Notiz eines Dienstboten. Eure Eminenz, wir haben den Raum im Keller neu arrangiert, ganz wie ihr befohlen habt. Der Schaden, den die Gäste der Exzellenz angerichtet haben, war beträchtlich und wir mussten leider die stark verschmutzten Teppiche auswechseln. Ich hoffe, dass die neuen Teppiche nach eurem Geschmack sind. Ich habe mich, wie immer, darum gekümmert, dass der Schlüssel zum Raum auf eurem Schreibtisch liegt. Mhm. Hier wurde aber leicht rumgewütet, oder? Hey, habe ich gerade einen Schlüssel übersehen?
Diese Katzen im Hintergrund. Wie schlagartig sich auch die Stimmung verändert. Ne? Hier sind so Holztafeln und hast du nicht gesehen. Und dann ist hier alles so super edel. Ich habe offensichtlich die Schlüssel übersehen. Ich wette, wenn ich jetzt da runter sneake. Ja, guten Tag. Dann müsste ich unten Schlossknacken haben und hab's aber nicht und habe aber auch keinen Schlüssel. Es soll schon von hier zu lösen sein. Okay. Wieder eine Tür, die keiner ist. Just in case, der macht ja irgendwelche Figurchen, wenn er uns jetzt sieht. This Ach, das. area of the palace is forbidden to visitors by order of the Mother Cardinal. We did not know. Please excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. This area of the palace is forbidden to visit. We did not know. The base. Very well. So, dem kommen wir nicht vorbei, oder? Haben wir den jetzt nur... Mist. This area of the basement. Very well. Okay, also wir brauchen... Wir brauchen Klamotten. Come closer. Don't hesitate. Don't hesitate to have a rummage around. I'm sure you'll find what you're... Stand, glaube ich, eben da, ne? Bequeme Weste brauchen wir, oder? Habe ich das richtig gelesen? May the enlightened always... Ah, für alle. Don't hesitate to have a rummage around. Goodbye. Meine Freunde. Always keep you in his divine blessing. Aber ich nehme meinen Umhang nicht ab.
Ja, moin. Ah, well. This is a very unique place. The smell of stupor and vice reign as its masters. You're not wrong. We should search this place. For goodness sake! This room reeks of alcohol. And not just any old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking. Ist ja so eine Saufnase, die gute. It seems that someone forgot their earring. Ugh, here is an object of more than questionable taste. A woman from a good family would never wear it. It's junk. The kind of thing a courtesan would wear. I didn't know you were an expert on the subject, Father. The subject of jewelry? No, of courtesans. We are here at the heart of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Theleme, unfortunately. Cornelia may well have organized these things for others. These parties might be of use in gaining some political favor. We must find out who is involved and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should continue searching. Perhaps we missed something. I don't have the key. Nein! Ich wusste es. Locked. Dann müssen wir doch noch mal hoch. Gut, aber wir haben ja jetzt die Disguise-Klamotte an, die uns vermutlich hilft. Ergo. Auf der Notiz oben stand ja, auf deinem Schreibtisch habe ich dir den Schlüssel hinterlegt. Für die geheime Geheimkammer der Geheimkammern. Für Theologen sind das ziemlich interessante Gegenstände. Knochen, Bones, Mixturen. Irgendwo müssen mich doch hier noch ein paar Schlüssel anlachen. Also hier lag die Notiz. Was ist denn dann Ihr verfluchter Schreibtisch? Treibmodell, das wäre auch eine Möglichkeit. Tja.
fight and always keep you in his divine blessing. Im Hauptraum unten was zu übersehen. Wie gesagt, irgendwo müssen diese Schlüssel doch liegen. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, finde heraus, was unter dem Palast liegt. Und sonst nicht. Sprich mit Vater Lustinius. Ja, das ist dann wahrscheinlich Plan B. Hm? Da! Haha! Gefunden. Nichts wie in den Keller. Run, boy, run. The keys are not good for you. Run, boy, run. Locked. Das Geschäftsbuch der Mutter Kardinalin Cornelia. Dieses Geschäftsbuch listet viele Darlehen auf, die von einem Geldverleiher mit dem Namen die Elster vergeben wurden. Für jede Ausgabe gibt es eine entsprechend eingehende Geldsumme, die diese vollständig ausgleicht. Die Summen sind unglaublich hoch. Es wird jedoch nicht erwähnt, woher dieses Geld kommt. Es gibt auch viele wiederkehrende Auszahlungen an einen gewissen Zuckerstange. This document is highly important. By reading it carefully, you could learn a lot. The Mother Cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually, enormous sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? And the name Candy Cane crops up several times. Quite suspicious, don't you think? This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. I think we have everything we need. There is probably a connection between these pleasure parties and the account books. Let's ask a few questions. The moneylender is well established. He can be found near the main square. As for this Candy Cane, the name doesn't ring any bells to me, but the moneylender must know more about him. We can also go and gather information at the Coin Tavern. Perhaps the manager knows him. Na gut. Haben wir dieses ach so tiefe Rätsel auch gelöst. Und stellen mal ein paar Fragen. Ups. Ein bisschen weiter. So. Raus hier. Da muss jemand auf sein Futter warten und Vieh beleidigt. Okay, dann ziehen wir uns mal wieder was an, was uns auch verteidigt. Fragen wir die Prostituierten zuerst. Let's ask them.
Und die Taverne war doch jetzt hier geradeaus. Genau. Barkeeper sehen auch alle gleich aus. Can I get you anything? Ach nee, ist schon wieder der Alchemist. I'm here for something Der nimmt else. viele Rollen ein. Can I ask you a couple of questions? If you wish. What would you like to know? Fragen wir erstmal nach seinen wichtigen Kunden. You sometimes deliver goods to your big clients, isn't that right? Of course. The rich don't like to get drunk among mere mortals. And have you ever supplied anyone from the palace? Yes, that has happened. It suits them. And who places these orders? Well, a steward, of course. Don't you know how things work? A woman? Dressed in a long green cloak? No, the steward is more discreet. On the other hand, the person in the big green coat, the steward speaks to her sometimes. They know each other or work together. Wen meint ich? Wen meine ich? Do you think that the Mother Cardinal may have ever been here? Are you drunk or something? What can you tell me about a certain candy cane? Candy cane? Everyone speaks about him or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here, nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they'd talk about him. I have to go. I will leave you to your work. Ziemlich freundlich, dass er uns all das beantwortet. So ganz ohne Gegenleistung. Ne. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? Has the Mother Cardinal ever come here to place bets? The Mother Cardinal? And why not Saint Matthias himself while you're at it? Wahrscheinlich ein Zuhälter. Immer Game Freak. I imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends, protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel disappeared. Do you know where I can find him? He often hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy. I know how to look after myself. Thanks for the information. What is this arena? It's a place of great pomp and entertainment, where all manner of fights take place. Men, women, savage beasts, island monsters. People are coming from everywhere on the island to participate, or to bet. Na gut. On what would we be betting? On the fights in the arena. You never heard of them? Quite a few come here and bet fortunes. And do they win? A few do, others have less luck. But they do get the thrill either way, you see, and that's all that counts. Alles I must klar. be going. Next time, then. Sind wir jetzt schlauer? Hier müssen wir hin. Für eine Stunde Spaß. A feast for the eyes, ladies and gentlemen. And it's free. Come and see me. So, have you found what you were looking for? Let's just say that I'm gathering information. My treasures are worth their price. I promise you that you will get your money's worth. For you, I'm sure we can make a special arrangement.
Oh. Wollen wir das? Klar, komm. Oder? Wollen wir? Father, do you want to explain to this man why we are here? Of course. We are not here for your services, but to lead an investigation. Several clients of yours have made a complaint. Precious objects disappearing after your employees' visits. People in very high places are concerned, which explains why we've been asked to take care of it. This cannot be. Well, listen. Come in, but please be discreet. Thank you for your cooperation. Look, a new face. Oh, but wouldn't that be... Hello, Father. Oh, hello. We would like to know if you know who this earring belongs to. Is it maybe yours? Absolutely not. I am careful not to leave my belongings with clients, and I have no desire to answer your questions. That doesn't fall within my services. Very well. Goodbye. Gibt uns sogar ein Küsschen mit auf den Weg. There are too many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam, but we're here to ask other favors of you. This question might seem a little surprising, but do you know who this earring might belong to? Why? It's mine. I lost it when... How did you get hold of it? Are you sure you want to broach that subject here? You're right. Come with me. Well, what do you want? Why are you giving me back my earring? You know where we found it, don't you? Obviously. I realized as soon as I got back that I'd lost it. I imagine your pimp does not know that you take part in these parties. He doesn't dabble in this at all? No. Do not say anything to him, I beg you. He's on my case enough as it is. Then I suggest you answer my questions. What would you like to know? Could you tell us who you saw at the parties? Rich people, or better. They seemed very rich and important to me, but I don't know them. Do you know who organizes these parties? Not really, no. A steward pays me when I go, but I don't see anyone else, apart from the clients. You can't even give me a single name. No. The only person who sometimes speaks to this steward is a woman who is always wearing a green coat. She never takes part in the festivities, but the steward rushes over whenever she arrives. Do you think that an important person from Teleme could have partaken in these soirees? You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father, I don't know the Mother Cardinal, but I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her, and you don't think you've crossed paths. What a testimony. Wofür haben wir denn Charisma geskilt? Admit it, you must know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people, wouldn't you agree? Well, I was able to recognize someone, once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. I don't want to implicate anyone, but he is of no real importance, and you've probably never even heard of him. It's the local moneylender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you, huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. This woman in the green coat, could you tell me about her? She always hides her face and never joins us. Then she disappears into a little office and locks the door. I see.
She is quite important then. Die Frau im grünen Mantel ist die Kardinalin selbst, weil die hat doch als einziges den Schlüssel. Oder die Dienerin, die ihr den Zettel hinterlegt hat. Müsste man noch wissen, ob es eine Dienerin war oder ein Diener, weil dann würde das schon ausschließen. Do you know someone who goes by the name of Candy Cane? Everyone does. He is a powerful person, so his name makes the rounds. Have you ever spotted him at these pleasure parties? In all honesty, I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone. I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know. Na, dann sind wir doch schon ein Haufen Betrüger. Na dann. Achso, der Buchmacher will noch gefragt werden. Ich dachte... Can I get you anything? Look who it is. I feel that once again you're not here to support my business. I'm looking for a woman who comes here. Recht hat er. She always wears a long green coat. Yes, I have seen this coat before, but I have no idea who is beneath it, if that's what you're asking. All I know is that I've seen her speaking to a regular, a steward of the palace who comes to place big orders. Always prime choice. I have to go. I will leave you to your work. Ich bin ein bisschen confused, wo der jetzt rumeiern soll. It's blocked. Belastend. Wir sind in der Küche. Ja, aber ich habe den doch schon befragt. Good day. Welcome. I'm looking for someone. A woman wearing a big green coat. Yeah, I know who you mean. She's a good client. She comes in especially for the big fights, and she has prime information. Do you know where I can find her? No, I don't even know her name. She wouldn't happen to be coming back to collect some winnings, would she? No, and I can't really tell you when she'll show up next. I must be going. Next time, then. Bleibe dabei, dass es sie selbst. Na dann, auf zur Elster. Mein Freund. Can I help you? Yes, actually. I have a small favor to ask. You don't look like you need money from me. I'll get straight to the point. I have bad news for you. I know about the decadent parties at the palace.
I know that you take part in them. What? But what are you talking about? Stop acting all innocent. I have all the evidence I need to incriminate you. Although your reputation isn't spotless, there are others who have a lot more at stake than you. What if I were to spread it around town that you boast about being there? You know what happens when tongues wag too much. That's enough. All right, I get the message. What do you want? It would appear that you know the Mother Cardinal very well. I know that she borrowed money from you. I even know how much. What I want to know is why. I have no idea. Do you really think that my clients tell me everything about their lives? Does she still owe you money? No, she always pays me back on time, and with interest. Do you think she's plundering the city funds? Ha! If that were the case, the funds would have been depleted long ago. Nah, the money's coming from elsewhere. Tell me about Candy Cane. We're not close, if that's what you want to know. I just know his name, like everyone else. I mean, there are some rumours. They say he does his business in the basement of the Coin Tavern. What kind of business? Oh, nothing to do with my line of business. He deals in arena fights, which are beyond me. I would advise you to keep all of this to yourself. I don't want any trouble. I will be as silent as a stone. So, how do you see things, my child? I think that the usurer is lending money to the Cardinal, and very significant sums at that. With this money, she bets on the arena fights while hiding in a big green coat. And she also gives large amounts to a certain Candy Cane, known for fixing fights. Not only does our dear Cornelia love betting games, but she also wouldn't think twice about cheating to win. Maybe he's just giving her advice. How can we prove anything? We can always try asking him. Who knows? Perhaps he will give us an answer. Gut. Ja, und wieder zurücklaufen. I'm walking down the street, I'm walking to find Mr. Candy Cake, I'm walking. Das ist wirklich ein Jogging-Simulator, oder? Und ein Verlaufssimulator für mich persönlich. Na, mal schauen, was er zu sagen hat. Ich bin gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen. Candy Cane is not here. At least not yet. Remember, my child, the bookmaker told us that he hangs around here at night. That's true. You're right. Let's come back later. Wo war mein Häuschen da gleich noch? Da. Kein Durchgang. Okay, dann müssen wir hinten außen rum. Ach ja. Google Maps Simulator, ja. Auch ein guter Begriff dafür. Volle Taschen.
Good evening. Are you the one they call Candy Cane? Who are you? Desade, legate of the merchant congregation. A legate, no less. I imagine in these cases, the one accompanying you is the famous Petrus. You seem to be very well informed. Therefore, you might be able to answer my question. What do you know about a woman in a green coat? Why would I tell you? We know that you have business with this woman, and that she is actually the Mother Cardinal. How did you... You would be better off forgetting that. That's not exactly the response I'd imagined. But nevertheless, seems rather eloquent. I told you to forget about it, or you'll soon run into trouble. Legate or no legate. Come on, it was just an innocent little conversation. Goodbye, Mr. Kane. Bye. And Godspeed. We have enough information. Really? Is the fact that she bets on fights that are potentially fixed enough for you? It's already a huge scandal. Let me just think about it for a little while. I will find a way of putting this information to good use. I have faith in you, Father. Dann machen wir da doch gleich mal weiter, bevor wir wieder nach Hause flitzen. Schauen wir uns doch mal an, was die so mit dem Malachor zu tun haben. Good day, Desade. How can I help you? Ach, einfach mal fragen. I met the representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Nauts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. That bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Thanks. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the North's secrets, but the documents at the Harbor Master's office may teach us something new, if we can stay discreet. Andere Seite. Orten Sachen anziehen und ab. Oh, schade. Safe's coming. Ich muss stark sein. Ich muss der Lust widerstehen. An die Nauten, die die Lagerhäuser bewachen. Die Anzahl der Wachen, die in den wichtigsten Lagerhäusern patrouillieren, muss unverzüglich verdoppelt werden. Verkleidete Inquisitoren wurden in der Gegend gesichtet. Die versuchen vermutlich in das Lager einzudringen.
Lasst Vorsicht walten und sorgt dafür, dass niemand in diese Lagerhäuser gelangt. Nur die Nauten dürfen hinein. Unsere Geheimnisse müssen um jeden Preis geschützt werden. This note speaks of a secret hangar. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Naughts are hiding from us. I can assure you we're not hiding anything reprehensible. But if you absolutely want to check it out for yourself... Das war immer ganz unten lang, okay. Na dann, auf. So, okay, lass uns nochmal hier reinlinsen. Da müssen wir hin. Ja, ich weiß, ich save es gerade langsam, aber... So viel Loot. Ich kann nicht alles liegen lassen. Unendliche Reichtümer. Sag ich doch. Unendliche Reichtümer. Pass auf sie. Sie beten den Kranken hier. Das wäre natürlich lustig. So, habe ich die richtige Kleidung an? Bevor ich jetzt den Schritt mache. Ja, das ist in Ordnung. Kleidung. Okay. Hey, Boys. Habe ich kurz durch? Okay. Danke. Ja, das heißt, es guckt keine Sau nach mir? Ich meine... Ja, gut. Diese Tattoo-Sache mit den Nauten ist hier so ein bisschen... Wenn es ein Pen and Paper wäre und so, ne? Hier müsste doch nur mal jemand einer ins Gesicht gucken. Da ist, was wir suchen. Notizen der Admiralin. Der Ruf des Delfins, der Dreizack, muss so schnell wie möglich repariert werden. Außerdem sollte das Barometer ausgetauscht werden, da das an Bord befindliche nicht so präzise arbeitet, wie es sollte. Die Besatzung konnte dem Sturm nicht rechtzeitig ausweichen, was uns ein Segel kostete. Ich bitte um Diskretion, die Inquisitoren beobachten uns. Okay, irgendwelche Seemannssachen, aber ich höre jetzt nichts Schlimmes. Ruf des Delfins ist auch schön. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. These objects are called sextants. Looking at the heavens through them, we can determine and track precisely the course of our ships. Nothing magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments. Richtig.
These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. Oh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. I wouldn't begin to know how this one works. It's a new model, invented recently. It's designed to measure the depths of the oceans. It's extremely useful. Das ist auch wieder nur ein Werkzeug. And that? It looks like a thermometer. And this other machine, does it really predict the weather? The second instrument is a barometer, and it does indeed predict where the weather is going to be. Nothing magic in it either, I can tell you that. These instruments are incredible, and I would be hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here. Nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I've definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Naught's secrets get the best of him. I don't think you realize the importance of what you have just seen. These instruments allow us to dominate the oceans and discover new worlds. Keeping this secret has enabled us to remain the only ones capable of navigating the high seas. Everyone just thinks you use a magic of your own. We were the ones that spread that rumor. It harms our reputation, but protects us from competition. And this story about the Malachor? I have no way to explain why we don't catch it, but we're not responsible for it. I truly hope you'll reveal nothing of what you've discovered in this place. Ich weiß warum. Wenn ihr immun seid durch irgendwas, Meeresluft, weiß der Geier, gesunde, bessere Ernährung, was weiß ich. Now our priority is to discover what this great purification is. Sowas in der Art hatte ich vermutet. Dass das eine... Also, für die Leute auf YouTube, da ihr noch keinen Chat mitlesen könnt, ist der Malachor vielleicht einfach Skorbut und die Nauten sind wegen ihrer Lebensweise dagegen immun? Sowas in der Art vermute ich nämlich auch. Dass das irgendwie sowas in der Art ist. Ich bin gespannt, ob die Frage überhaupt im Spiel aufgeklärt wird. Tatsächlich. Muss ich mir jetzt wieder meinen Mantel anziehen? Na, der ist wahrscheinlich hier gar nicht mehr so viel, ne? Weil der ist gar nichts. Naja, bleiben wir erstmal hierbei. So, dann finden wir mal Beweise. Safe Scum Nummer 23. Oh! Protect me in this battle. On my blade. Let's go! May the shadow engulf our enemies. Healing. Take a potion if you want to cast more spells. Whoopsie. Preisfrage, musste das so oder habe ich das jetzt versaut, dadurch, dass ich mich nicht getarnt habe? Nachricht von Inquisitor Bischof Domitus. Die Läuterung der Nauten wird beginnen, sobald diejenigen, die in unseren Gefängnissen schmachten, überstanden haben. Dann haben wir genügend Beweise, um die Mutter Kardinalin davon zu überzeugen, uns handeln zu lassen.
Sie weiß also Bescheid. Es ist höchste Zeit, dass wir diese Ketzer beseitigen, denen es erlaubt ist, sich frei in unseren Städten zu bewegen. Bleibt bis dahin unauffällig. Wir wären in einer heiklen Situation, wenn unser Plan zu früh bekannt wird. We must meet with the Mother Cardinal urgently. Only she can put an end to this madness. Naja, stimmt so nicht ganz, aber sie ist die Einzige, die das friedlich kann. Und die Frau hatte mal eine mächtig gewaltige Axt. Na dann, du netter Mensch. Yes? I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. You see, Eminence, Bishop Domitius has brought to my ears his order's accusations concerning the Nauts. According to him, they practice a religion close to those of the natives and use a nature-drawn magic. They would also be implicated, therefore, in the appearance of the Malachor. That is an extremely serious accusation. Effectively, considering the accusation is founded on no proof other than the Nauts' tradition of secrecy. But these suspicions have pushed the Order to extreme actions, risking the fragile peace of the island. The Ordo Luminis captured several Nauts, locked them in jails rented to them by the Coin Guard. They were tortured with the singular goal of forcing them to admit heresy. They obtained nothing. If I had not intervened, these men would be dead. Is this true, Domitius? Some of our brothers undoubtedly misinterpreted the evil. I would have never allowed such a plan. These Nauts are now united with their captain, and I am certain they would be most eager to bear testimony. Following up on the accusations of Bishop Domitius, I wanted to verify for myself what this was all about. I went to take a look at their storerooms and saw what they contained. And are you going to tell them? You know how vital this information is to us. Your secrets have already nearly cost the lives of your own men. It's time they were revealed. There were neither idols nor objects of any ritual nor Das hätte even ich nicht anything sagen magical, sollen. and absolutely nothing that could be attributed to the origin of the Malachor. I found nothing but measuring instruments and diverse navigational machines. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack. A great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Naught building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Nauts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Nauts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Nauts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him, Your Eminence. Until we meet again. Das war natürlich was angerichtet, was ich nicht anrichten wollte. Sieht man irgendwo den Ruf? Das war blöd. Ich hätte lesen sollen, was ich da runterrattere.
Yes? I would like to have an... What is this? Well... You see, Eminence, A they would that is- effectively... But these... The order... They would talk... If I'd not... Is this Some of These not... I caught wind. I was able... They were signed by you to attack every... Domitius, how could you? The Norts are not... Have you gone I want them arrested. I thank you for... Without you, carry my... I will tell him. Ich wollte ihn nicht verraten. Das war dämlich. So. Zum Glück kann man ja im Spiel die Zeit zurückdrehen. Okay. Dann entdustet. So, was widmen wir uns denn als nächstes? Oh, Kurt ist weitergekommen. Sprich mit Vater Lustinus. Wo ist der? Okay, I'm walking. Wieder einen halben Kilometer. Was ist denn da hinten? Noch mehr Loot. Oh nein. Und oh Gott. Lass mich raten, die greifen mich jetzt an. Ach, was du. Ganz ehrlich. Ich habe mehr von dir erwartet. Wo bist du denn? Du hast einen mega geilen Säbel, du hast eine gute Rüstung. Okay, du hast eine bescheidene Pistole. Wir sollten dir mal eine bessere Pistole kaufen. So, na dann looten wir sie mal. Stahlfluorid. Sag mal, wäre das vielleicht was für dich, mein Bester? Bist du denn? Ja. Ja. Na klar. Sollte ich das jemals nochmal spielen, spiele ich es als Dieb. Da oben ist noch ein Fragezeichen. Maybe enlighten protect me in this battle. Bit of poison on my blade. Then let's go! May the shadow engulf our enemies. Schön, Vasco steht vorne und wir machen hinten die Artillerie. So, das Fragezeichen.
dann hier? Das ist ein Lager. Dieses Fragezeichen. Schön. Ein Bonfire. Wobei, ich weiß gar nicht, war Skorbut tödlich damals? Ich meine, ja, das könnte natürlich sein, ne? Dass das so eine Variante ist. Aber, naja, keine Ahnung. Mal gucken, was wir rausbekommen. Und ob unser Charakter auf die Idee kommt, auf die wir jetzt gekommen sind. Es bleibt spannend. Hier bei Greedfall. Das vorgezogene Lager der Gläubigen. Der Truthahn. Ja dann. Ist tödlich, kann zu Herzversagen führen. Naja, gut, ja, dann könnte das irgendwie sowas in der Richtung sein. Tirop, die schwarzen Landen. Oh, hier sind wir. Das ist wieder ein Lagerplatz. Ach, ihr schon wieder. Ich glaube, die hat noch mit dem Lager zu tun. Wir machen jetzt hier Ärger in Eden. Sprich mit Vater Lustinus. Da wissen wir noch nicht viel mehr drüber. Die ist irgendwie aufgeploppt und ich kann mich an den Zusammenhang nicht mehr erinnern. What an astounding place. Auftrag: Die Nester der Yorklands zerstören. Nördlich von Eden haben äußerst angriffslustige Yorklands ein Nest gebaut. Seid vorsichtig, wenn ihr der Straße nach Nordosten folgt oder in die Büsche gehen wollt. Wer diese Nester zerstört, wird belohnt. Wir können euch auf Wunsch Fallen anbieten. Ich appelliere an das gute Herz der Reisenden auf der Suche nach Vette-Vilviers. Mein Bruder beschloss, ihr zu folgen und kam nie wieder zurück. Wenn einer von euch seine Leiche findet, dann grabt er ein Grab für ihn, damit er in Frieden ruhen kann. Er muss noch seine Geldbörse bei sich haben. Ich würde mich freuen, sie euch als Belohnung zu überlassen. Oh. Okay. All that's left to do is to find Father Justinius. Gefunden. Welcome to Eden, the lighthouse of faith, harmony, and civilization in these wild lands. Thank you. Desade, I'm the legate of the merchant congregation. And I am Father Justinius. Delighted. And what may I do for you? I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their divine blessing. Das ist tatsächlich ein guter Hinweis. Wenn die zwei hier zusammen wohnen, dann sollten wir die zwei auch zusammen mit auf die Quest nehmen. Und da hier vor der Tür das Lager war, können wir das auch recht einfach. Guter Hinweis.
Danke, Chat. Und jetzt fragen wir nach den gestohlenen Tafeln. Ich mich daran echt ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr erinnere. Aber wir fragen einfach mal, wir kriegen es schon wieder zusammen. Father. I'm glad to see you, child. What can I do for you? The Mother Cardinal has asked me to investigate the theft of these tablets you discovered. That's excellent news. The loss of the tablets is a catastrophe. We have to find them at all costs. If you want to learn more about these tablets, you should go ask Sister Eugenia. She supervises the theologians who discovered them, and were also guarding them. You should find her a bit further in the village, with her colleagues. Who are the suspects of this theft? The heretical brutes of the village of Vedlug most likely had a hand in this. They must have wanted to please the demons they worship by stealing the holy word from us. How could they have learned of the tablet's existence? Perhaps the demons are giving them this power. Unless one of the natives living in the village innocently mentioned them. They are so naive. Either way, I am certain that the heretics are involved in this matter. Doch nicht so peaceful, huh? I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their divine blessing. I wonder how my people could accept the priests settling in their home like this. It all seems a bit too convenient. If we find out some information about the history of Eden, maybe we'll change our view on things. The theft of the relic is probably not a coincidence. Na dann, Sherlock. Let's talk to people. Hello. The Mother Cardinal asked me to help you find the tablets that were stolen. Can I ask you some questions? Of course. But hurry, I have a lot to do. I talked to Father Justinius. He told me that you were supervising the theologians here. Indeed. It is under my supervision that the research on Saint Matthias is conducted. Whom do you suspect of being the thief? Alas, I'm afraid there are many suspects. These tablets are priceless relics. Some settlers may have fallen prey to the lure of profit. The heretical natives of Vedlug may have wanted to take them away from us. Or it could have been vengeance by those who had to leave the village. Where were the tablets the night they were stolen? We were keeping them in one of the village's shacks. We intended to bring them to San Matthias later. But first, we wanted to examine them in order to obtain as much information as possible. You can go and take a look in the shack if you want to. But I couldn't find any traces of forced entry. Okay. I imagine someone was keeping watch over them. Of course, we took turns guarding the shack. But some of us can't have taken the task that seriously. If I remember correctly, it was Brother Virgil who was guarding them that night. Well, thank you for these pieces of information. I am the one who should be thanking you. Especially if you managed to retrieve the tablets for us. The Mother Cardinal told me that this village had been developed on the basis of St. Lucius's writings. Are you one of the theologians who helped in its creation? Yes. I was sent here to confirm that this place is indeed the one described in the writings, and then I stayed. What was the reaction of the natives when you arrived here? Most of them were not in favor of us living amongst them. They were afraid we might chase them out of their own village. And there were even more protests once we started talking about searching for traces of Saint Matthias. I suppose they thought we would destroy all of their raised stones and other places of superstition. Were there any confrontations with the natives? Yes. The warriors of the village attacked us. The Ordo Luminous actually had to intervene. The Inquisition managed to make them run away. The islanders tried to attack again with the support of Vedlug, but we stood our ground. And when Lur, the chief of the village, finally accepted our presence, things calmed down. Thank you. This information will certainly prove to be useful. Thank you. I will let you work. So, der Game Freak Egg wünscht sich neue Klamotten für unsere junge Begleiterin. Schauen wir mal.
Ja, haben wir. Guck mal, das passt auch ein bisschen besser zu ihr. Gut, gut. Jetzt haben wir natürlich ein paar Anhaltspunkte. So, was gibt uns das Spiel denn vor? Wir sollen wahrscheinlich hier in die Hütte. Hütte. Doch. Nee. Hier zuerst. Gut. Du siehst aus, als wüsstest du was. Greetings, Desade. I'm handling the investigation into the theft of the tablets. Sister Eugenia told me to talk to you. I'm Brother Virgil. What would you like to know? According to your colleague, you were the one in charge of guarding the tablets on the night of the theft. Is that right? Indeed. What can you tell me about that night? Did you hear or see anything? No, nothing in particular. The night was quiet, and then the morning after, we saw they were gone. Someone had to enter the shack to steal the tablets. How did that happen? I have no idea. The door was closed in the morning, and the lock was intact. Do you suspect anyone in particular? Not really. What I can tell you for sure is it is not one of us. Well, Sister Eugenia did tell me that the tablets were priceless. Of course. But our motivation is not the lure of profit. All that matters to us is their value as proof, not the money we could make out of them. Wenn du wüsstest, was ich über deine Kardinalin weiß, dann würdest du diese Aussage nicht mehr treffen. Do you think the culprit could be a native? Well, since none of us did it, it seems obvious. There aren't many other settlers around here, and the natives knew of the existence of these tablets before we found them. They were attached to them too, in their own way. They are the ones who led you to them. Well, we conducted the research, but they helped us find where they were hidden. Some inhabitants of the village are still giving us a hand with our work. Well, thank you. I will investigate where the theft took place. As you wish. But you won't find anything there. And why does it matter anyway? There were witnesses to the discovery of these tablets. We have all the proof we need. And that's all that matters. What do you mean? Now we can prove Saint Matthias lived here. Our actions on this island are justified. To keep rummaging the way Sister Eugenia does will only create more tension with the natives. I was not expecting a theologian to say such things. Have you been in Eden for a long time? 2 months, approximately. Back then, there were still some pagan natives in the village. I joined Sister Eugenia's team with some of my colleagues, so we could give them a fresh outlook on things. We arrived straight from Ptolemy, hoping to study some new texts. But once we were here, I understood that my real mission was with the islanders. We must bring the light to this island. Schade. Ich glaube, da werden wir nicht viel bei rauskriegen, wenn es rot ist. Fragen wir ihn erstmal nach seinem Verhältnis zu den Eingeborenen. How are your relations with the natives? When I arrived, we were still trying to obtain information from them about Saint Matthias. But they were very reluctant to give us any answers. We were also trying to educate them. Our attempts eventually made some of the inhabitants of the village react badly. Most stubborn against our teachings, the warriors, and the marked. The ones the natives call the Onomanawi. They eventually left, and it has proved nothing but a blessing for us. I would like to go back to work now, if you don't mind. Of course. I will leave you to your work. Goodbye. Die Tafeln sagen auf jeden Fall irgendwas, was denen nicht schmeckt. Das denke ich auch.
is only one entrance and the door shows Nein, no es ist evidence nicht of a nur ein, break. das habe ich doch schon gesehen. This priest, Virgil, said that the night was calm. So calm that he probably fell asleep. So, the thieves only had to take the key from him. It's very likely that that's what happened, but someone must have informed them. It can't be a coincidence that they decided to steal it during the watch of the only neglectful guard. You think that the one who told them is in this village? We know that this theft could be an act of vengeance by the natives who were forced to leave here. They must still have allies in the village, family or friends. We should go talk to the chief of the natives. He will certainly know who is close to the exiles, and enough about the researchers to inform them. Nicht, dass hier irgendwo eine Geheimtür drunter ist oder sowas. Schauen wir mal hier drüben, bevor wir wieder zu dem Haupttyp da oben gehen. Ach, Alpha-Wände sind doch was Schönes. Vielen Dank für die Geschenke, Häuptling Lee. Hello. I am Lair, the village leader. Well, I was the leader of this village. Hello, Desade. I am the legate of the merchant congregation. There are Onolmenawi among the Logead Blau. I did not know that. What do you want from me? I've heard a lot of things about this village of Eden, but I'd like to hear your version. I'm not sure I have the answers to all of your questions, but I'll try. Tell me about the arrival of the people of Teleme, and how you received them. The priests were roaming around the village. They were saying that it was the place where their saint had lived. They were asking questions, talking about the Lloyd and all these things. One morning they were building houses next to ours. And we had new neighbors. The priests told me that they had managed to convert you. How did that happen? As long as we refused to listen to them, they were violent, and they destroyed some of our sanctuaries. So we let them talk. And now that they think that we love their god, they leave us alone. Some of the things they say are beautiful, and their magic is impressive. But we do not forget our spirits. One of the theologians told me that you had helped them in their research. They wanted to find tracks of the old sage, of the one they call Saint Matthias, and they were rummaging through everything. Our Donegad did not want to tell them anything, because the old sage is sacred here. But since they violently interrogated everyone, I thought it wise to guide them to the place where the stones were. What happened to your warriors? Why did they have to leave the village? They did not accept the presence of the priests and their questions. They tried to retake the village. They even asked Deirdre, the chief of Vedlug, for her help. So, the priests called the Soul Lasser, the Burning Suns, and they killed many of them. I asked for peace, and the others left us. They wanted to join Vedlug. Perhaps they have done so. Aren't you angry after all that happened? No. I mourn those who died, of course, and the Vorstyrent. But this village may be our opportunity.
Your opportunity for what? For the Renaigse to understand who we are. Not savages, nor monsters, but men. Perhaps wiser than they are. I have to go. Like so many others. Na gut. Dann gehen wir wohl noch mal hoch. Hören uns das auch noch mal an. Father. I'm glad to see you, my child. What can I do for you? Tell me about how you created this village. We did not create it from the ground up. It was built around an existing native village. The islanders called it Vixenagad, which translates to the village of the old sage. We saw it as a sign. The natives had probably chosen this name in memory of Saint Matthias, and everything here fit the description of Saint Lucius. The discovery of the tablets proved us right. So, we decided to rebuild our Eden here, in the spirit of peace and harmony which is described in the scriptures. Why share this village with the natives? To replicate and resume the work of our founder, of course. If he came here and managed to convert the natives, then it is our duty to do the same thing. By living side by side with them, it is much easier for us to pass on our teachings. How well do you get along with the natives who live here? Very well, of course. Especially since those who opposed our presence left. Left? To go where? Oh, to other villages, I imagine. Does it even matter? Those who stayed are on the path of enlightenment. Some of their legends must have been about Saint Matthias. That helped to convince them. And how well have neighboring villages welcomed you? With some reluctance, to be perfectly honest. So, we sent them missionaries. There are still frequent conflicts with the village of Vedlug, a highly violent village of heretics. But the other villages, the more peaceful ones, are slowly starting to listen to the sacred word. There are no Onol Manawi and no warriors here either. Did they all leave? Perfect harmony takes time, my child. I have no doubt that one day we will manage to convince your kind to convert. But, in the meantime, we must settle for the miracle of great coexistence that this place already represents. Nobody thought we could live side by side with your people. And yet... I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their divine blessing. I knew that the story would be more complex than we'd been told. The priests separated this village into two parts. The exiles must be broken-hearted, having left their clan behind. Had they been wiser and accepted their new neighbors, they'd never have been forced to leave. Either way, the resentment here is strong enough for a theft to occur. Das ist soweit richtig. Und wir werden uns gleich unseren Gedanken widmen, aber davor mache ich ein kurzes Toilettenpäuschen und bin gleich wieder da.
So, sofort wieder für euch da. Ich muss nur kurz gucken, wie das heute alles zeitlich geregelt ist. 21:30 Uhr. Okay, na dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. So, keine Cam. Da sind wir wieder. So, wir haben uns zurückgelassen. Ich hätte mir noch was zu trinken mitholen sollen. Ich hätte die Pause länger machen sollen. Naja, mal gucken. Sprich mit Lea, dem ehemaligen Warum? Okay, wir machen das. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir auf der richtigen Spur sind. Aber wir werden sehen. Wir kriegen das raus. Und der junge Desadet kriegt das auch in irgendeiner Form raus. You have returned on Almanawi. Do you need something else? I think I know who stole the tablets. Really? I believe those who were exiled from your village seek vengeance because the missionaries forced them to leave. They must have taken the tablets with the help of someone else who stayed here. You may be right, but you may also be wrong. Haha, wofür haben wir den Charisma geskillt? You do well to tell me what you know. Once the priests have reached the same conclusions as I have, how do you think they will interrogate you? You're probably right. The Inquisitors would come back, and my people would suffer. I do not want to break the peace that I did all I could to make. I think the name of the woman you are looking for is Vindwal. She helps the priests who seek the old sage. If she's helping the priests, why would she betray them now? Her son is one of the warriors who had to leave the village. He is filled with anger and fury. If you go talk to her, please, do not hurt her. She is but a mother who acted according to her son's wishes. I have no intention of hurting her, but things may not be so simple when it comes to her son. I have to go. Like so many others. Ja, das war ja einfach. Also wohl doch direkt wie von Anfang an vermutet. Greetings. Are you Vindwal? Bertia Tumad. Oh Gott, ist die alte, ja. That is me. What do you want? What can you tell me about Lair, your former leader? He is a man of peace. Some people dislike him, not me. Everything he did to save the village. But I think the mind shakers made him forget what we are. He almost speaks like them now. Listen, I know you helped the exiles to steal the tablets of Saint Matthias. No, this is not true. It wasn't me. There's no point in denying it. I know you did it for your son who had to leave the village. If you know that, then you know that I don't have the tablets. So what do you want from me? Schade, dass das rot ist. Tell me where the exiles are. I must retrieve these tablets. You're asking me to betray my son. Promise me that you won't hurt him. I promise. But if he reacts violently, I'll have to defend myself. Then I hope he'll be reasonable. Bran and the others are hiding in the woods, beyond the circle of stone. Thank you, Vindwal. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass er reasonable sein wird. Ich meine, nichts ist schlimmer, als ein Kind zu überleben, oder wie war das?
Das heißt, wir werden wohl hier hochgehen, dann wird es einen Abzweig geben, hoffentlich. Okay. Oh, hi. Okay. Die haben aber alle ganz schön Leben. Oh. Wo schießt du denn hin? Oh. Jetzt muss ich doch ganz schön schnell spielen. Uiuiui. Hey, du solltest doch wegdashen. Kurz mal Luft holen. Gewonnen. Mann, oh Mann. Ein Raritätenkabinett Achievement freigeschaltet. Wie nett. Lass mich raten, die ist wieder verschlossen. Nee, doch nicht. Ah, okay. Wir sind noch nicht so weit, dass wir abbiegen dürfen. Fair enough. Jetzt besagter Steinkreis. Und abbiegen. Here's the place that Vindwal indicated. The exiles must be near. These people have been banished already. There's no need to add death to their list of punishments. Let's try not to fight them. Don't worry, we'll be discreet. Remember that we were told the area on the left was a trap. It would be smarter to take the other path. Ah, okay. Danke, das hätte ich glatt vergessen. Da sind sie.
Und da sind die Davels. Das ist zu einfach. There, we found them. Now all that's left to do is to return to Eden. Das ist doch zu einfach. Mit diesen riesigen Steintafeln vor allen Dingen. Schleichen wir uns einfach an denen vorbei. Fällt gar nicht auf. Haben auch kein Gewicht oder so. Ich wusste es doch. I was worried for my son. I wanted to make sure that everything was fine. I think so. I managed to retrieve the tablets discreetly. I am glad to hear that you managed to retrieve them. I will go talk to my son now. He needs to stop seeking revenge and find a new clan. That would indeed be wiser. Vengeance has no positive repercussions. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben es richtig gemacht diesmal. Hoffen wir es mal, dass Revenge nicht die Lösung ist. Aber meistens kommt Einsicht zu spät. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich weiß auch noch nicht, ob es so gut ist, dass sie die zurückhaben. Ich würde die eigentlich gern mal lesen. Kann ich das so irgendwie? Schade. Father. I'm glad to see you, my child. What can I do for you? I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their divine blessing. Whatever. Ich muss die zu der Tante bringen. Ich habe da so ein paar Papptafeln dabei. Wenn Steine wären, könnte ich so schnell nicht laufen. Thank you immensely. Thanks to them, we will be able to continue our research on St. Matthias. I am curious to know who is responsible for this theft. The culprit must be brought to justice. I do not want to point the finger at anyone. You have your relics back, and that's the only thing that matters. Your indulgence honors you, but how can we be certain that these thieves will not strike again if they are not punished? A good start would be to keep a better watch on the priceless treasures that you find. Had you respected this village, you would not have to look for a culprit. You settled here without even asking those who lived here for their opinion on the matter. Instead of talking about harmony, start taking action to really make it happen. But that is precisely what we desire more than anything. We may have been a bit clumsy in the beginning, but we'll make sure to improve things in the future. You really were a great help. I would be most grateful if you agreed to continue helping us. I might come back at some point, but alas, I'm very busy. Naturally. Either way, we are certainly capable of continuing our research without you. Actually, I must go back to my work. Our next expedition must depart as soon as possible. Your next expedition? Our brave researchers must continue to follow the tracks of our founder on this island. In the meantime, here, take this as a token of gratitude for the help you gave us. Thank you. I hope your expedition will be a success. Okay. So, schauen wir mal, was das noch war.
Das sieht mir so aus, als müsste ich außen rum. Dann gehen wir mal außen rum. So, es war hier eigentlich ein Händler in dem Dorf? Tatsächlich nicht. Das ist schade. Gut. And we are walking again. Eigentlich müsste man mal eine Aufzeichnung darüber machen, wie viele Stunden man in diesem Spiel läuft. Und wie viele Stunden man andere Dinge tut. Noch so einer. Na dann. Ach. Hä? Oh lol. Das beendet den Kampf schon? Na dann nicht sie vorbei. Na? So, Kinder, versucht das auch nochmal. No magic left. Drink a potion. Jetzt hat er ernsthaft wieder volles Leben wegen dem halben Schritt raus, oder was? Das finde ich ein bisschen sehr unglücklich gelöst. Hätten sie wenigstens so einen Rahmen um den Kampfplatz machen sollen, dass man weiß, dass man da rausgeht, dass es dann resettet wird. Naja. So, mit 23 Anläufen hätten wir das auch geschafft. Oh, Level up. Hey, wir können jetzt den Sturm lernen. Nein. Achso, da brauchen wir 3 Punkte für. Da müssen wir ein bisschen sparen. Let us move on and find the village. Ich wollte gerade fragen, sind die tatsächlich friedlich? .
Ja, das Level-Up hat ganz schön viel Angriffsgeschwindigkeit gebracht. Krass. Dann nehmen wir die Wildschweine mal auseinander. Und gehen den anderen Weg offensichtlich. Hier ist ja was los. Das sind nur Steine. Okay, nevermind. Das ist bestimmt das Dorf der Folterer. You are from the continent, are you not? You are different than the people from here. Delighted to see you again, Sister Ephesia. Father Petrus, is that really you? What are you doing here? Merely a courtesy call. How might I help you? Have you been here for a long time? Since the beginning of my investigation. A few weeks, perhaps, although it feels like months. I'm not particularly fond of the wild, and I find this place unsettling. I see. Anything else? How has your mission fared up until now, sister? Not very well, I'm afraid. I haven't been able to get much from these villagers. Their chief and their priest are evasive when questioned. As for the other natives, their behavior can be quite odd. They'll spend hours just staring into the void. But as soon as I come close, they chase me away. They frighten me, I must admit. There is a heavy veil of evil here. I feel it, but I'm not able to find from whence it comes. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. Anything else? That will be all, Sister Ephesia. Ich denke nicht. Interessant. Na dann gehen wir mal hoch. Schauen wir uns den Spaß doch mal an. Die Steine sind auf jeden Fall dunkler als sonst. Das ist mir schon aufgefallen. Na, Redlock, das ist auch das Dorf der aggressiveren. Uno Palava? Okay, what? Nee, ich habe glaube ich nur die 1 gespielt. Von Risen. Okay, na dann schauen wir mal mit der Person. Bertirtumad, Onol Menawi. I am Deirdre, daughter of Enora, daughter of Rowena, Mal of this clan. Is it you who helped my warriors discover what the men of the Red Sun were doing? Indeed. Then I thank you. It's probably because you are an Onol Menawi that you are different from the other Renaigse. What do you seek? Can you tell me something about your beliefs? We believe that we are part of an everything, and that life depends on a balance that comes from this everything. Our strength is drawn from that which we protect, all that surrounds us, and that which surrounds us feeds and protects us in return. What can you tell me about your rituals? Ah, I have heard this question before.
You sound like the Mind Shaker woman. The rituals are the business of the Donegada, not of the Renoigse. Anything more? Concerning this story about a cult. Enough. Enough questions. I have nothing more to say. They don't trust us. Habe ich so den Eindruck. Ja, wo war denn hier der Abgang, Mensch? Da. Hauptsache dreimal dran vorbeigelaufen. Wie immer elegant dran vorbeigelaufen. Hey, mein Freund. Good day. Are you the wise man of this village? Tir dumad renaikse. I am the Donegad. Yes. I would like to ask you a few questions if you don't mind. The people of your island are constantly asking questions, yet reject any answers that displease them. Questions have no value when one already claims to know the answers. But it is your case. You believe you know the answers. You seek only their echo. Answer your own questions. At least then the answers will please you, and we shall be done with your foolishness. That is not what I... Qua awelemseg. May your answers fill your day with bounty. Klare Ablehnung, würde ich sagen. Leave me be. Even your thoughts are loud and break my peace. Sind übel genervt. Leave us alone, Monsenaig. Traitor. An Anolmenawe does not wear the dress of the strangers. Oh. Es tut mir leid, meine Liebe, ich muss dir das mal kurz wieder abnehmen. Traitor. An Anolmenawe does not wear the dress of the strangers. Birtir to Madre Naikse. Good day. Do you want something? Could you answer a few questions? Questions. It is a word that you adore. Let us play a game. If you answer my questions, I will answer yours. If it's the only way to get answers, then let's play. I am pleased. We will have fun. But beware, no lies. What name is given the place from where you come? I come from Serene, a grand city on the continent of Gicane. Really? It is possible that you come from there, but I believe that this is not your land. Your turn. What can you tell me about the rituals? Oh, I see what interests you. You want to know how our warriors are so strong, but I don't have an answer. It is a secret of the Donegad. The rituals I know are made to celebrate nature, to honor and bring her blessings upon us. Let's try something else. Are you on Olmenawi with your land? Or did you inherit your link from your parents? I'm not bound, or at least I haven't done anything in particular to bind myself. Then it was your parents. One of them at least must have been Donegad. Your turn.
Tja. Tell me about the missionaries that came here. The Moine Shakers came here to our home and tried to convince us to abandon our ways. No one wanted to listen to them, so they finally decided to leave. I suppose that they were full of disappointment, or angry, or simply tired. And then the others arrived. The woman is truly strange. She is aggressive and spies on us at every turn. I would prefer that she leaves as well. It was fun. More than with the woman who makes light. She did not want to play. Das war alles? Nein, die Dämonenfrage. Oh, come on. Do you want something? Enough questions. Schade. Ernaixia toigan quachesa de elodeis, samermila, mach de wegander. Mhm. Traitor. So. Das, den habe ich denn jetzt übersehen? Ach, da oben. Ja. Ja? Ja. Ja? Nein. Verdammt. Ja, aber hier gehe ich doch raus. Okay. Na gut. Anything new? No. The investigation. Perhaps you should talk to them. Anything new? No. Perhaps you. Ah! No. Perhaps you. Ich will doch nur sprinten. Lass mich sprinten. You have a strange stare, Renaixe. Leave me alone. Dumm. Aha. Man kann nicht mal mit denen sprechen. Ne, die reden nicht mit mir. Okay, na dann hüpfe ich hier mal wieder hoch. So. Also die 3 ums Feuer haben wir. Die 3 haben wir. I'm still a little bit confused. Das war die, mit der ich gespielt habe, Do you ne? want something? Goodbye now. Qua aulum sec. Hm. Ernaixia toigan quachesa de elodeis, samermila, mach de Die hätte ich auch You schon. have a strange stare, Renaixe. Leave me alone. Leave me be. Can't you leave us alone? Traitor. An Anolmenawe does not wear the dress of the strangers. Go away, Renaixe.
You are not Aha. welcome in my home. Aber warum? Was habt ihr euch denn getan? Go away, Renaik say. Anything new? No. The investigation has gone stale. Perhaps you should talk to them. Was könnte man noch machen? Also ich habe sie ja nun alle befragt und sie reden nicht wirklich mit mir. Der wird auch jetzt noch nicht mit mir reden, das wollte er eben schon nicht. Leave us alone, Renaik say. We have had enough of all your foolish questions that never end. Ein bisschen ratlos ich bin. Karans, do you need something? I'm sorry about what happened to your mother. How are you feeling? Unwell? I am angry, and I feel an immense void within me. I blame myself for not having been on this battlefield with her. I understand and I'm really sorry. I wish I could have arrived here in time to prevent this war. Thank you, Honol Manawi, but it was too late. I should have realized this and stayed by my mother's side. Anything else? I must leave you. See you later. What do you seek? Concerning this story about a cult. Enough. Enough. Also, wenn ich irgendwo außerhalb noch jemanden finden, der redet, sind wir hier in einer Sackgasse. Hab eingeborene Kleidung an, mein Lieber. Das war bis jetzt nie nötig. Das heißt, das würde eine neue Spielmechanik sein. Das würde mich wundern, muss ich dir sagen. Weil alles andere neutral ist oder als neutral gilt. Das Einzige, was man noch versuchen könnte, machen wir jetzt auch mal. Dass wir den guten Petrus mal nicht mitnehmen. Und dafür ihn.
Traitor. An anonymous... Can't you leave us alone? Leave me be! Even your thoughts are loud and breakneck. You have a strange stare, Renaix. Leave me alone. Karantz, do you need something? Do you have anyone, a friend perhaps, whom you can talk to in this trying time? I usually confide in my sister, but she's suffering too. And I think she resents me for not having been there when our mother needed me. I know we've only known each other for a little while, but if you need someone to talk to, I'm here. Thank you, Anal Manawi. You are a good person. And I'm glad that you are my friend. Anything else? I must leave you. See you later. Ne, die ist auch nicht der Schlüssel zur Lösung. Naja, gut, ich bin kurz davor, einfach weiterzugehen. Zu schauen, ob man da später nochmal eine Lösung finden kann. Der Durchgang hier ist halt auch gesperrt. Welchem Typ bei der Hütte meinst denn du, Erik? Meinst du, der spawnt, wenn ich hier zu nahe komme? Go away, Renaix. You are not welcome in my home. Birtir Dumad, Anal Manawi. What do you want? You're different from the others. What is your role in the village? Different? Why? Well, for one, you answer me when I speak. You others, when we don't answer you, you start digging for answers everywhere else. I am a gatherer. I hunt a little. I do my part for the life of the village. This question will seem strange to you, but do you know anything about a demon? A demon? A dark spirit, if you prefer. No. There is no such thing as dark spirits. Your question is not strange. Foolish, perhaps. Tell me about the missionaries that came here. Those who wear the symbol of the sun on their clothing. When they came, they spoke about their bright and shiny god. They told us we were wrong. Said that nature was just nature, and not to be worshipped. These men know nothing. We ignored them. They finally left, and then the woman came to us. She sniffed around everywhere, asking many questions, just like you. I was told that she tried to enter my own home. I even saw her trying to follow me in the woods. She must be careful. It is easy to get lost in the woods, or cross paths with wild beasts. Das stimmt. What can you tell me about the beliefs of your village? The beliefs of the village? That is a strange question for an Onol Manawi. Our beliefs are the same as those of the other clans. We believe in the earth that carries us and feeds on our dead, in the rain that quenches us and drowns us, in the beasts that feed us, and in those that eat us. I do not know what more I can say to you.
Everyone shares these beliefs. I must leave now. Thank you for your help. Okay. Danke für den Tipp. Anything new? No. The investigation has gone stale. The villagers won't even engage in conversation with me now. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. I managed to exchange a few words with some villagers, but I admit they don't seem keen to talk. And did they tell you anything worth sharing? I know little more about their beliefs. They worship nature and do not intend to change. It is certainly different from the luminous faith, but it's hardly demonic worship. Yet, there's something strange about this village. One of the villagers that spoke with me seemed truly worried. On edge, even. I think I know of whom you speak. A man always looking over his shoulder. He often sneaks out of the village like a thief. I attempted to follow him, but he always eludes me. I tried to get into his hut to see if he was hiding anything, but someone was always there. Then we should give it a try. Perhaps we'll fare better. That fellow was really nervous. Perhaps we should try and search his house to see what he's hiding. He doesn't look inclined to let us in. We'll have to distract him. We could break one of his pots. That would keep him busy. Or we could ask for help. I can pretend to be clumsy, but we'll have to work fast, and it will only work once. Ask for help? Do you want something? Hol mal Petrus wieder. Okay. Ja, vielleicht. Ich will nur gucken, ob die richtigen hinter mir herlaufen. Do you want something? Might I ask you a few questions about the villagers? More questions? You really like this game. You really do. If we could avoid the... Very well. But be brief then, because it is not good fun. What can you tell me about that man down there? I spoke to him, and he seemed nervous. Don't hold it against him. The people of the light have already questioned us. That makes him distrustful. He is a man of few words, but he is devoted to the village and listens to the Donegad with great attention. He is a gatherer, but everyone knows he wants to become the next Voglendijk, the next servant of Donegad. Das wissen wir. Where does this man live? Down there. His dwelling is right in front of my own. I would like to take a look inside. What? Why would you want to do that? It is his home. You have nothing to do there if you are not invited. I really must go inside. I need to clarify something. If you can help us. This request is strange. I know it is for you as well. But we must prove that the suspicions cast upon our village are not true. These people of Teleme will not give up their search without this. Very well. I shall distract him, but be discreet and very quick. And be respectful of what you find there. Be good. Ja, natürlich. Wir sind ja nicht böse, wir wollen ja nur, dass die Ruhe geben.
am ready, Quad. Rennt. What a horrible mask. How can someone wear such a thing unless they're worshipping some dark creature? This is just a mask they wear in battle to intimidate their enemies, nothing more. Jetzt habe ich ihn noch rausgeraubt. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Nein, 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 nein. Das lassen wir mal sein. This painting is frightening. Evoking war. A massacre. A bloodbath under the likeness of a grimacing face. This altar is incredibly morbid. I wonder what sort of spirit could be venerated in this way. This is exactly the kind of proof we've been looking for. An evil cult, far from some naive veneration of nature and other island spirits. The man that worships a magic lamp speaks of being naive. Oh, how it is charming. I am sorry. What I really wanted to say was that Leave it, old man. I know exactly what it is you wanted to say. all these gruesome and bloody horrors leave no room for doubt. There is a demonic cult here. We should go tell Sister Ephesia. Ist das so? Mein Gott. Das geht wieder nicht gut aus. Habe ich eine andere Option? Nein. Na gut. Jetzt wäre es mir fast lieber, ich hätte nicht auf dich gehört. Naja, gut, gut, gut. Jetzt ist das so. Did you learn anything? No, nothing more. Were you able to get inside the nervous man's hut? I was able to sneak into the hut of our mystery man. And what did you discover? Some troubling things. A ritual mask, a rather morbid altar, and a fresco depicting a massacre. By the Enlightened. To think these unholy things were so near. Finally, the proof we need that there's a blood-worshipping cult here. They cannot perform their heinous pagan rituals in the village. And I'm certain that it's where our nervous friend sneaks off to. I failed to find where he goes. But you have already proven more competent than I. I shall try. Hopefully he won't lead us into a trap. Thank you for your help. And good luck. We shall wait until nightfall and follow him. Es ist Nacht. Oh, eine helle Nacht. Here we could hide and wait. We would be able to see where this sleepless boy goes during nightfall. My child, it's time to wake up. Our nervous friend is here. Das Tor ist offen, oder was? Jetzt dürfen wir. Da hinten steht er. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Jetzt läuft er weiter. May
Tut schon drunter. Mist. Wirklich again. Well. It's time to wake up. Our nervous friend is here. Da steht er wieder. Nächste Runde. Jetzt kämpfen wir aber gleich gegen den. So, in der lang klettert er da hoch. Rechten Weg. May the enlightened protect me in this battle. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemy. Jetzt sind das schon wieder viele. Nicht gut. Das war knapp. So, der rechtere der beiden Wege. Das ist jetzt aber auch kein finsterer Kult. Where could our man have gone? He must have gone through this door, made out of roots.
Erstmal eine Vision. Alter. What's Was? happening? You are so pale. Did the lightning-struck tree speak to you? In a way. I saw many images. They were so real. As if I was the tree itself. Do tell. This vision is surely the key to the portal. I was this tree, and my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. The heavens caught fire several times, and I felt the lightning strike and pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant, and flames began to devour me. Life left me. All was calm, and I had a taste of cinder in my mouth. In spite of this, I continued to feel. And the rain began to fall on my roots, and at the very heart of my being, I felt the sap begin to flow again. A shoot appeared on my darkened roots. Then the vision dissipated. I have never experienced anything like it before. Kind of creepy. Kind of creepy. Irgendwie so ein bisschen. Feuer. Vielleicht müssen wir hier die anzünden. Können wir die anzünden? This stone is blackened, eaten away. I think it's supposed to evoke death. Here this looks like a snowflake. The snow, or maybe ice. The drawing on this stone represents lightning. Ich hätte besser zuhören This stone müssen. bears the image of a storm, or perhaps the wind. This stone is adorned with the etching of a drop of water. The drawing on this stone resembles a symbol that must represent... The drawing on this stone makes me think of fire. This drawing looks like an infant. On this stone, the sun is visible. This stone has an image of the moon. I must have lit the candles in the wrong order. May the enlightened protect me in this battle. Your magic is running out. Take a potion. Tell us again exactly what you saw, my child. I was this Ja, genau. tree, and my branches were shaken by a storm Storm. so strongly that they hurt terribly. The heavens caught fire several times, and I felt the lightning strike and Feuerblitz. pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant. Oder and Blitzfeuer. flames began to devour me. Life left me. Tot. It was calm, and I had a taste of cinder in my mouth. In spite of this, I continued to feel. And the rain Regen. began to fall on my roots, and at the very heart of my being, I felt the sap begin to flow again. Und der Sprössling. A shoot appeared on my darkened roots. Then the vision dissipated. Also, I have never experienced anything like it before. I must Sturm. have lit the candles in the Hä? wrong order. Was? May the enlightened protect me in this battle. Your magic is running out. Take a potion. I'm confused. Das müsste The doch drawing on Sturm this stone sein. represents lightning. This stone is blackened, eaten away. I think it's supposed to evoke death. The drawing on this stone resembles a symbol that must represent the earth. Was war doch der Blitz zuerst? Hä? Oder mit dem... Ach nee, Sturm. Warte, Sturm. Sturm für Wind. Dann Blitz. Ah, jetzt haben wir die richtige Reihenfolge. Alles klar.
Feuer, dann sind wir gestorben. Nein, erst das Wasser, verdammt. Von vorne. Sturm, also Wind. Blitz. Feuer. Nein, nicht Wasser. Feuer. Gut. Und dann kam der Regen. Dann der Säugling, der mir spross. You did it right. By awakening these stones in the right order, the door opened. Blutiges Heiligtum. Ist interessant, dass wir die Vision gekriegt haben. Nun gut. Close duis, atudariam canadedole, tadulan vorandi, alauneles agen ole vei. Closi garamam itelami olflinau ich egrem. Closi cadem tayentis olarabeni a ol slai. Vanqua sakengedem fradem adigalem. Linquid winterbus o galamsani. Tugom benis gremos nigawi. Rencasie crimaderem de negao edent. Clos duis arruiect nes diri. Lois de Graman ades Gideon Arenta. Ich verstehe kein Wort. Damagengadan Yadiga Ladandien. Esparnu Fradi, Dawe Gaishidon. Agesparnu Fradi, Dawe Gremosenagui. What a strange ritual. I have never seen anything like it. The rituals of my village are not quite as scary. In any case, Teleme's story suddenly sounds way more plausible. The Denegad who performed the ritual was the villagers. We should go talk to Deirdre. Spektakulär, vor allem, dass wir eine Vision bekommen. Falscher Typ. Da wollen wir hin und da schauen wir jetzt mal, was der uns dazu zu sagen hat. Ich meine, an und für sich gab es eine gruselige Stimme, die irgendwelche Dinge erzählt hat, die keiner versteht, aber sonst ist ja auch nichts passiert. We found your sanctuary and assisted in one of your blood rituals. Was the apparition we witnessed the demon the priests were talking about? What is clear is these priests know nothing, and you know nothing.
The ritual. I've never seen anything like it. I hoped you'd be able to explain what they were trying to achieve. As you can see, my companion is not a Renaigse like the others. He bears our likeness. Please share your knowledge with us. Grant us the chance to understand. Very well. I'll attempt to help you make sense of what you witnessed. The ritual you saw is a ceremony to summon forth the strength of our warriors. Our people have always lived in harmony with nature. Our very existence revolves around her. She talks to us and takes on many faces. What you have witnessed is just one of many. Confronting the threat that the Renoigsi make up, we called them for their blessing, and they appeared to us. Can we contact them? I mean, is communication possible? What you witnessed was not a discussion. But if you visit a sanctuary, you may see one of the faces, and then you will be able to talk. Pass the mountains and head to the swamps. Ooh. There, if you perform the ritual, you will see them come. Though what you will hear may not be to your liking. Das kann passieren. Wie so oft. Na dann, auf. Vielleicht erfahren wir sogar was über uns. Das wäre doch mal was. So, wie kommen wir da jetzt hin? Ich bin wie immer verwirrt, ganz offensichtlich. Aber ja, jetzt wird's spannend. Was der Priester sich jetzt vor allen Dingen mal fragen muss, ist, wie oft sein Gott denn zu ihm gesprochen hat. Ach, das... Sind schon wieder beide umgefallen. Ein Mann mit Profis. Sagte er, fast fällt selber fast um. Das war knapp. Gut. Es war knapper, als es mir lieb war. Die Viecher machen ganz schön Damage. Hallo Tobi. Sicher, ich schieb sie alle weg. Ein Wildschwein down. Obelix wäre stolz auf mich. Oder so. So viel Wildlife, was wir hier umbringen. Da kommt noch mehr.
Du hast etwas entdeckt. Sumpfiges Gebiet. Na, das ist ja sumpfig hier. Mag ja sein, ist schon was Schönes. Da hat er mit seinen Hufen ausgetreten. Sehr geil. Naja, gut. Dann so. Hi. Note. Done and dusted. Oh. Aber Tobi, wir haben ja noch 1,5 Stunden, bis wir uns mit diesem Rennen befassen müssen, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt noch halbe bis dreiviertel Stunde kann ich mich den Monstern dieses Ortes widmen. Schläft der? Oh, der schläft. Die schlafen. Vielen Dank. Gut. Bis später. Tschüss. Schlaft schön. Träumt was Süßes, ihr Monster. Ah, ich trage zu viel Gewicht, um zu sprinten. Ich hasse das. Wer hat das eingeführt? Okay. Nein. Wir töten den Truthahn nicht. Ja. Will ich, denn dann ist ein Händler da, dem ich all diesen Schrott wieder verticken kann. Hey, Buddy. Pass auf. Ich habe hier... Ach, kaufen. Ich will doch gar nicht kaufen. Ich will das doch verkaufen. Ich kann die doch eh alle nicht benutzen. Ich habe kein Talent für alles. Ich habe einen neuen... So, ich habe einen besseren Hut verkauft. Egal. Oh, ein Priestergewand bekommen. Praktisch. Nein. Das heilt LP pro Sekunde. Das ist auch nett. Aber 274 ist trotzdem zu viel Kram. Wir müssen ein bisschen was loswerden. So, jetzt können wir wieder ein bisschen was tragen. Gut, gut, vergiss nicht, deine Ausrüstung zu wechseln. Habe ich gerade vielleicht die gute Ausrüstung verkauft, die Intelligenzbestie? Nee, ja, so viel schlechter war die jetzt ja nicht, ne? Aber ja, gut. Danke für den Hinweis. Und nun finden wir uns dem finsteren Ritual.
ist ein Lagerplatz. Und eine bestimmt verschlossene Truhe. Nee, die ist wohl auch nicht verschlossen. Gut, dass ich Rapiere nicht tragen kann. Tja, jetzt wo man weiß, dass quasi die Magier aus diesem gläubigen Krams kommen, weiß ich gar nicht, ob ich das gewählt hätte, wenn ich das gewusst hätte vorher. Wer bist denn du? What a strange party we have here. Who are you to come and disrupt our solitude? Good day. You? You are on Olmenawi and at the same time Renaigse? So it is possible to bond yourself on your faraway island? We are here because Teleme has asked us to carry out an investigation. They think that certain clans venerate a demon, an evil creature. We carried out our investigation of Vedlog on Chief Derdra in an attempt to discover the truth. And the clues have led us to find our answers in this sanctuary. Derdra sent you to seek out a demon? Curious. A man from your island came already a long time ago, full of questions he had as well. He had a small party of warriors with smoking tubes, and on their chests, a golden lion. A lion? The coat of arms of the Bridge Alliance. In our territory. Such boldness. They set up a camp near here, and then they disappeared, all of a sudden. Do you know where precisely? It was a long time ago. I don't remember all that well. My memory has been leaving me of late. But it wasn't far from here. You will find it, I am certain. Ah, you are bringing back the memories. They were asking nearly the same questions you ask. Sollte ich mich gedanklich auf den Bosskampf vorbereiten? Looks a bit like an arena, if you ask me. Na dann, lass uns mal hochkraxeln, lass uns mal gucken. Eine Schlange. Fresco. It represents a beast of the marshes, a red serpent. Interesting. Let's see, let's see, let's see. Ich denke mal, hier sollten wir zuletzt hochgehen. Nur so ein Bauchgefühl. Bin ich jetzt drumherum gelaufen? Irgendwie so ein bisschen, ne? Gut, dann wieder ab ins Vergnügen. Eine Story des Verlaufens. Gute Alpha-Wende. Lass mich doch hier rein. Soll hier sein. 50 Meter. 50 Meter ist aber eigentlich schon da oben. Zumindest wenn deren Meter meine Meter sind. Ist vielleicht wieder einfach blind. Und die Bälle. A fresco in various yellow hues. It represents a sort of insect.
Das heißt, das 100 Meter, also da hinten. Ah, oh Mann. Na, dann kraxeln wir mal wieder hoch, wa? Die Trommel hat alle 3 gezeigt. Und das ist dann jetzt wahrscheinlich das 3. Würde ich jetzt vermuten. The image is fading. We can't see much of anything. Warum so weit da hinten? Ich meine, wir haben da die 3 Trommeln gesehen. The swamp consumed these bodies almost entirely. These must be the Renaigse the Hermit told us about. Probably. Ah. You can still discern the crest of the Alliance on this doublet. Let's search the area. There might still be something interesting. Aha. Herausgerissene Tagesbuchseite. Es würde genügen, einen einfachen Sud aus Tollkirschen zu vergießen, um die Kreatur zu rufen. Das Ritual beruht wahrscheinlich auf der Tatsache, dass diese giftigen Beeren in geringen Mengen reinigende Eigenschaften besitzen. Es sei denn, es ist alles nicht echt, das Gift der Beeren und das Gift des Sumpfes. Kein Schlüssel. Was lacht mich da noch Schönes an? Nichts, was uns wirklich weiterhilft. Das war vielleicht doof, weil ich glaube, das ist eine Stufe 2 Wall, ne? Da komme ich gar nicht hoch, oder? Doch, gehabt. What do you want, strange stranger? We found the camp you spoke of. Well, all that remains of it. I told you. You were not the first Renaigse went by here. Many died. What happened to them? I warned them, I remember. They did not listen very well. Too bad. Their weapons were strange and powerful, but not enough so. The marsh is more powerful still. That doesn't seem to bother you all that much. Teofradi gives, Teofradi takes back. But you're still here. What do you want again? I found this note. It speaks of a ritual, but it is incomplete. Do you know anything else about it? A ritual? Yes, there is a ritual for the impatient. For me, it serves no purpose. I am here. I wait. But for me, it would be useful. Can you help me? There must have her reasons. The folly of youth. Do you see those drums over there? They awaken the earth. As long as you play them correctly. Das hatte ich mir schon gedacht. Oh, and that's not all. Once the earth is awakened, the stone will appear that must be quenched. Quench a stone? But you're still here. What do you want again? How do you play the drums? Oh, that's easy. The music is the first language of Teofradi. It resonates with the earth. You need only respect the natural order for the earth to hear you. A predator, a prey. The cycle. That's not really all that clear. Predator. Come now. Prey. You must first Die Schlange, dann die Kröte und dann die Libelle. Okay.
time devours all memories. Hast du jetzt gerade gesagt, ich habe zugehört. I do remember one thing, though. I'm listening. Each drum must only be played one time, and only once. But you're still here. What do you want again? Quench a stone. What does that mean? Water trickles on the stone and returns to us, empowered by its force. But sometimes, water is not enough. This note I found explains a recipe. A potion thought to contain the essence of this place. That's what must be poured over the stone. Oh, yes. No doubt. No doubt. But you're still here. What do you want again? Ich muss den letzten Satz nochmal hören. Come now. Come now. Ah, I'm okay. listening. But you're... Nothing. I shall leave you alone. Problem ist, wir können nicht brauen und wir brauchten für den Trank Tollkirschen. Haben wir Tollkirschen? Ich würde es jetzt mal drauf ankommen lassen. Also, immer den Predator und dann die Schlange. Ist die Kröte. Die Kröte frisst die Libelle. Evidently we made a mistake. Oder auch nicht. Tja, oder auch nicht. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Ja, andersrum. Das war mit der Libelle anfangen muss. Something's appeared over there. It seems as if it's some type of altar. Looks like an altar. The stones. That must be where we need to pour the potion. I just need to get my hands on it. Da ist ein Lager. Gut. Please tell me, ich habe so einen Trollkirschen. Please tell me that I have some Trollkirschen. Oh, das war jetzt dann echt bitter. Nein! Aber wie soll ich den denn dann kriegen, wenn ich kein Wissenschaftslevel habe? Oder Tollkirschen. Dort gab es nichts zu kaufen. Gucken, ob man den hier kaufen kann.
ihm schon mal nicht, aber ich habe die Tollkirschen, die ich brauche. Hatte man hier auch Tisch? Der wird mir jetzt wahrscheinlich trotzdem sagen. Schade. Du bist kein Wissenschaftler. Fuck off, find eine andere Lösung. Schade. Vielleicht ist einer in der Gegend versteckt. Ja, muss ja dann fast so sein. Ja, aber ich versuche trotzdem nochmal. Es gab auch keinen Alchemisten oder so, der für einen Tränke braut, leider. Ah, es ist Nacht, da ist wieder keiner da. Scheibe. Das habe ich vergessen. Ah, ich würde das Ritual noch gerne sehen. Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Tier for the alcohol. Ah, you're welcome. Have you? Nein. Okay, das heißt... Come closer, good people. Liqueur and wine. In welchem der eingeborenen Dörfer gab es einen Shop? Ja, wahrscheinlich brauchst du in dem Lager diesen verfluchten Schlüssel. In der Truhe ist bestimmt so ein Trank. Die haben mich gescammt. Hier ist gar kein Weg. Okay. Vielleicht kann er mir den machen, wenn ich ihm diese Kirschen bringe. What do you want? Quench a stone. What are this note? That's what must be. Oh, yeah, but you're still here. Nothing. I shall. Das ist sehr ärgerlich. Jetzt komme ich mal einmal mit Charisma nicht weiter. Belastend. Sehr, sehr belastend. Fresco. It represents a beast of the marshes, a red serpent. Wo hatten wir eben die ganzen... Da. Okay. Ich dachte, wir hätten 2 Dinge in der Truhe gefunden. Aber das zweite ist irgendwie... Naja, hingenommen worden. So ein bisschen... Ist es die verwaschene Sache?
Das zweite war das Rezept. Ja, ich bleib dabei, das wäre jetzt außerordentlich ärgerlich. Müssen den Schlüssel finden. Für die Truhe. Schaffe den Trank. Dieses Beschaffen ist nicht so einfach. Hier vielleicht. Herausgeseite des Professors Seraphedins Tagebuch. Einer unserer Träger wurde von einer majestätischen Sumpfkreatur angegriffen. Eine dieser Kreaturen, die die eingeborenen Nadaik verdämmen nennen. Sie trug ihn mit ihrem langen Tentakel weg, bevor wir etwas tun konnten. Ach, die Tiere. Wir versuchten ihm zu helfen und wir schafften es schließlich, den Fortsatz abzutrennen, aber leider war der arme Junge bereits tot. Wir müssen in Zukunft vorsichtiger sein, denn... Tada! Schlüssel gefunden. Jetzt müssen wir beten. Nein, einmal außen rennen und dann beten. Möge der Dämonentrank da drin sein und ich hier wieder runterspringen dürfen. Danke! Haha! Sehr gut. Ist so schön, dass sie immer mehrere Lösungen anbieten. Egal, wie man geskillt hat. So, jetzt wird's unangenehm. Sind wir alle so gespannt wie ich? Sehr schön. Let's go! What is this? Unangenehm. Aber gegen den haben wir schon 12 Mal gekämpft. Ey, das verfolgt mich. Das finde ich überhaupt nicht cool. Feuer. Oh, Feuer. So viel zu spricht zu uns. Dieses Ritual hat 9 Monster beschworen.
the dark! Killed! You killed her! Monsters! Murderers! You knew her, old man? Before she became a Nadaig? May the earth swallow you whole! You and those from their dark oil! They must all be destroyed! But Enol Milfrictimen will stop them! He will chase you all away! Murderers! His hunt has begun! Calm down. We didn't have a choice. We were only defending ourselves. Shiora, what is he talking about? Why is he so furious, and who is Enon Milfrictiman? I believe he is furious because he knew the Nadaig before she bonded. He mourns her in this way. It was a Donegad who received very much power and who traded herself completely. Are you saying that that creature was once a woman? Yes, like you and me. Anyone who draws upon the power of the earth becomes one of their faces in exchange. As for your other question, Enon Mir Frichtemann means one of 1,000 faces. This name rings a bell. I've heard it before. It is surely the name of the demon we seek to expose. Enon Mir Frichtemann. I doubt that you can understand. But enough to think that this being wants us harmed? Perhaps it's the source of the Malachor. And why is that? Why would the source of your sickness come from here? I don't know, Shiora. But didn't this man just say that this being would hunt us down? We need to learn more. Ich habe da so eine Idee. Wir brauchen hier aber noch einen Punkt. Und, jetzt fast versucht, das zu nehmen, damit ich diese Story-Tränke wenigstens brauen kann. Naja, nee, wir bleiben treu. Wir bleiben uns treu und müssen jetzt aber ein kleines Päuschen machen. Respektive für heute mit Greedfall aufhören, leider. Ich suche nur noch ein Plätzchen. Aber ich glaube, mit 6,5 Stunden haben wir einen guten Fortschritt gemacht. Viel erlebt. Und überlebt, teilweise, manchmal. Demnach würde ich jetzt hier... Naja, okay, können ja unsere Gefährten nochmal versammeln. Ein hübsches Bild hin zum Speichern. Bisschen verqualmt das Bild, wenn ich hier stehe. So. Wunderbar. Ja, okay. Wir sind wieder ein Stückchen schlauer oder auch nicht. Der alte Einsiedler hinterlässt uns mit den Worten, wir werden alle sterben, so sinngemäß. Schauen wir mal, wie sich das dann beim nächsten Mal entwickelt. So langsam kommen wir der Sache hier auf den Grund. Also, Mutter oder Vater kamen mal von hier mit der letzten Expedition. Das wissen wir jetzt. Und deswegen haben wir, was wir haben. Und die haben aus irgendeiner Form das Malachor mitgebracht. Was uns jetzt allen schadet. Wieso, weshalb, warum? Das finden wir vielleicht beim nächsten Mal raus. Bis dahin, macht es gut. Ich mache jetzt ein kleines Päuschen und dann geht's weiter mit der ICSTC und Circuit Superstars. Bis dahin. Tschüssi.